sagt er mir immer Start Streaming. Dann sagt er Excellent Connection. Dann sage ich mal schönen guten Abend. Ne? Hervorragend. Ich bin heute nicht alleine, denn der gute Lego ist auch bei mir. Und Emma ist auch da, denn Emma muss heute die fantastischen Tests durchführen, von denen wir noch nichts erzählen dürfen. Genau, ja, wir haben eine Agenda heute. Hallo, Embomelli. Schönen guten Abend. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, es ist nicht zu kalt in der Schweiz. Das ist ja auch mal das Problem. Und ja, ansonsten sind wir, glaube ich, noch relativ frisch alleine. Wollen wir trotzdem schon mal anfangen? Wir haben ja tatsächlich Dinge zu tun. Wir können auf jeden Fall schon mal mit Folgeplänkel anfangen, auf jeden Fall. Ja, dann Abfahrt. Was plänkeln wir denn vor? Mit was fangen wir an? Stand der Dinge. Ja. Ja. YouTube heute. YouTube heute. Ah, ja, das ist ein fantastisches Thema. Wie wir wissen, früher... War mehr Lametta, genau. Genau. Ich weiß gar nicht, ob früher besser war. Früher war anders. Bin ich leise auf dem Stream oder auf Discord? Ne, ist ein bisschen leise. Ja, dann geben wir mal ein paar Dezibel mehr. Sag mal was. Ja, okay. Ich glaube, jetzt solltest du ungefähr gleich laut mit mir sein. Dann ist sehr gut. Ja. Früher war mehr Lametta. Das war unser Einleitungssatz dazu. Ja, ich weiß gar nicht. YouTube macht sich aber in letzter Zeit, finde ich. Es gibt weniger Entscheidungen, über die ich mich aufrege, als Entscheidungen, über die ich mich nicht aufrege. Und das war tatsächlich früher anders. Also früher habe ich mich mehr aufgeregt. Vielleicht liegt es auch an mir, dass ich einfach ruhiger geworden bin, aber ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich bin gerade überlegen, aber YouTube hatte auch in letzter Zeit keine, also jetzt abgesehen von den Dislike-Dings, für eine ganz lange Weile nichts irgendwie gekillt. Also sie hatten kein Redesign. Ja, das letzte Mal, als sie was killen wollten, waren es die Verifikationshaken. Das haben sie dann abgeblasen. Genau. Und Sie hatten keinen Google Plus oder so. Also kein Messenger? Ja, okay, sie hatten einen Messenger, den sie aufgebaut haben und dann wieder gekillt haben. Aber das Ding ist, wenn halt niemand das Ding verwendet, also wirklich niemand, dann vermisst es auch keiner. Du weißt, dass das Einladung only war damals, ne? Ja. Also du musstest jemanden kennen, der den YouTube Messenger hatte, um den YouTube Messenger zu nutzen. Was prinzipiell in den Early Days of Internet ja ganz gut funktioniert hat mit Facebook und Co. Allerdings, ne, später dann nicht mehr so gut. Gut. Ja. Ich glaube, was war da so das Letzte? YouTube klaut kleinen Creatoren das Geld, indem sie Dinge monetarisieren. Das war, glaube ich, so der letzte Aufreger, den ich wirklich mitbekommen habe. Wo ich dann aber auch sagen muss, es ist wirklich ein Aufreger, wenn ich dafür Unlimited Storage bekomme in unendlicher Qualität. Oder in der Qualität, in der ich es halt hochlade. Das ist halt die Frage. Und wie die Leute, die sich aufregen, dass sie keinen vernünftigen Codec bekommen, bekommt man schon. Spätestens, wenn man 1 Cent an Werbebudget ausgibt. Das ist nämlich auch sehr, sehr faszinierend, dass die Qualität auf einmal sehr, sehr wesentlich besser wird, wenn das Ding als Werbung läuft. Naja. Hier erfahrt es, Leute, ne? Werbekampagnen bei KB Media. Muss jetzt eigentlich Dauerwerbe... Komm, ich mach mal Dauerwerbesendung rein. Nicht, dass das hinterher Ärger gibt. So. Achso, weil wir technisch gesehen eine andere Entität als... Yeah. Dauerwerbe. Kinas gründet niemals eine Firma, das ist alles furchtbar. Also, wirklich. Es sind einfach Regeln und sie sagen so, hallo. Ist okay. Wir schmeißen das einfach unten in die Ecke und dann ist das jetzt eine Dauerwerbesendung. Ne? Also ich trage auch das KB Media Logo, auch wenn es falsch rum ist, weil mein Discord abgefilmt wird und nicht das, was bei Leo ankommt, aber komm. Abfahrt. Aber machst du nicht mich im Fallbild und hast dann einen normalen Cam dran. Ach nee, weil du das nicht machen kannst, weil OBS nicht zweimal abgreifen kann. Ganz genau so sieht's aus. Aber das ist okay. Wir arbeiten uns da drum rum. Vielleicht, warte mal, ich kann aber Folgendes machen. Ich kann doch einfach hergehen und sagen, Discord, Transform, Flip Horizontal. Aber bin ich dann nicht falsch rum? Es passiert einfach gar nichts. Es Flip Vertical. Sag mal. Was ist denn jetzt? Flip Horizontal.
Er will es nicht. Er lässt mich nicht. Was soll das? Und darum testet man nicht während der Produktion, sondern vorher. Aha. So. Erst. So, zack. Stretch. Ich darf nicht zum Screen stretchen. Dann resettet er mir den Transform. Naja, dann müssen wir das halt so rummachen. Das ist okay. Leute, das ist live, passiert sowieso immer fantastische Dinge. So, jetzt sind wir korrekt rum. Jetzt steht KW auch richtig rum. Du bist auf der falschen Seite, aber das macht nichts. Und genau. Hervorragend. Ja, was regt uns noch auf aktuell bei YouTube? Was würden wir ändern? Das kam nämlich tatsächlich als Frage, muss ich sagen an der Stelle. Ja. Die Person wollte nicht genannt werden, aber das ist okay. Wir werden die Frage trotzdem beantworten. Was wünschst du dir, Leo? Was würde sich an... Also, was auf jeden Fall passieren muss, ist, dass YouTube schneller agiert. Ich weiß nicht, ob sie mehr Ressourcen brauchen, ob sie einfach nur noch Marketing-Leute haben und keine Devs mehr. Aber zum Beispiel diese ganze Idee hinter, hey, wir machen YouTube-Shorts und es ist was anderes als halt, also es ist so wie TikTok, ne? Der Grund, warum TikTok erfolgreich ist doch nicht, dass sie kurze Videos anbieten. Der Grund ist, weil sie die fucking Creator-Tools anbieten. Dass du halt diese Kamera hast, dass du dieses scheiß Voice-Text-to-Speech-Zeugs hast, all diese Geschichten. Darum ist TikTok doch so erfolgreich. Und YouTube halt so, ja, wir haben den Dingens, wir haben diese eine Geschichte und ja, der Rest passt so. Und das machen sie halt überall. Ja, das ist traurig. So, und auch bei Twitch, also ne, YouTube Gaming versus Twitch. YouTube ist jetzt irgendwie, haben angekündigt, so Membership Gifting vielleicht irgendwann nächstes Jahr. Bis das implementiert ist halt Twitch, also bis YouTube auf dem Stand von Twitch von vor 4 Jahren ist Twitch halt schon wieder weiter. Du meinst also komplett im Bankrott. Natürlich kein böses Blut hier, ne? Aber keine Frage. Wir lieben natürlich unsere Twitch-Creator auch und es ist aber sinnvoll, meiner Meinung nach, sich definitiv ein zweites Standbein mit YouTube aufzubauen und sich nicht darauf zu verlassen, ausschließlich Content für Twitch zu produzieren. Ja, das ist mir auch bei Amazon aufgefallen. Wenn Amazon nicht sagt, hey, wir haben hier eine tolle Streaming-Plattform, also halt für Third Parties mit AWS, und die branden es nicht irgendwie AWS Twitch Services, sondern haben halt jede Menschen von Twitch rausgenommen. Ja. Dann heißt es doch, dass AWS auch selbst keinen Glauben hat an die, zumindest den längerfristigen Fortbestand dieses Produkts. Das finde ich auch so super faszinierend, dass du im Prinzip ein White Label Twitch einfach kaufen kannst. Also für deine eigene Website sozusagen. Ne? Ich meine, klar ist natürlich auch ein Businessmodell, wie man seine Verkaufszahlen ein bisschen aufmischen kann, aufpeppen kann, wie auch immer. Aber der gute Herr Bezos, der wird einfach dann sagen, was keine Pesos gibt es auch nicht bei Bezos im Portfolio. Das war ein schrecklicher Wortwitz, egal. Du wusstest, wohin ich gehen wollte, aber es war halt einfach nicht gut. Weiß man denn jetzt schon, wann die Super Thanks für alle kommen? Nee. Es ist ganz fantastisch. Der letzte Stand, den ich habe, ist, ja, wir gucken mal, ob wir das den Video-Contributors zukommen lassen können. Ich check jetzt noch gerade mal. You don't have access to Super Thanks yet. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Und mehr weiß ich auch nicht. Und vielleicht bekommt man da was, vielleicht nicht. Ich gehe mal davon aus, dass im Rahmen der Monetization Reworks, das heißt, wenn Membership Gifting passiert, dass dann auch wahrscheinlich dann Super Thanks und sowas mitkommen werden. Aber wir wissen halt zu beiden kein genaues Datum. Und das ist auch immer so ein Ding bei YouTube, die sagen dann halt, ja, wir überraschen euch dann lieber damit, wenn es halt soweit ist, dass wir meinen, es ist einigermaßen fertig, anstatt dass wir halt ein konkretes Datum ankündigen und dann passiert noch irgendwas und dann müssen wir es 3-mal verschieben und das ist ja auch Kacke. Und ja, sehr schade, absolut, laut Support dieses Jahr. Aber das sagen sie seit Anfang des Jahres schon, ja. Ja, das ist es nämlich. Ja. Aber dieses Jahr kommen noch 1-2 Dinge. Na? Sicherlich. Nee, aber ich meine, dafür machen wir ja gerade auch die Tests, warum wir jetzt heute mal auf diesem Kanal streamen. Und
Was heißt mal? Ich streame ja immer hier, aber du bist ja auch mal dabei. Ihr wisst, was ich meine. Ich finde bei Super Thanks auch, ich glaube, das müssen sie nochmal reworken. Es ist absolut Banane, meiner Meinung nach. Es ist mindestens genauso useless wie Super Sticker. Super Sticker, finde ich, ist... Super Sticker sind besser. Ja, aber sie sind an sich sind Super Sticker schon super scheiße. Sorry, aber warum soll ich denn ein GIF in den Chat posten? Weil du das auch so kannst bei WhatsApp, Telegram und so weiter. Und darum ist das hier auch. Und weil man es kann, macht man es halt kostenpflichtig. Ja, aber ich meine, ist doch Die sehen halt alle scheiße aus. Das ist also nicht alle, aber die sind halt alle sehr so generisch corporate-mäßig. Und ja, du hörst. Ja, wie gesagt, wir dürfen noch nicht verraten, woran wir gerade testen, aber wir haben ja einen Moderator im Hintergrund, der Dinge durchführt, hoffentlich. Hoffentlich. Sag doch hoffentlich. Emma, das ist dein Einsatz. Dein Einsatz! Was? Achso, du sollst auch Dinge testen. Ich habe dir doch geschrieben, was du testen sollst. Du hast ja viele Sachen gegeben. Ja, die letzten 3. Umfrage, Chat und... Ja, bitte. Schreibe auch nicht, Chat. Ja, komm, mach. Du sollst testen. Super Thanks finde ich super wichtig für Creator. Ja, aber pass auf. Der Clou an der Sache ist, es sieht niemand, also es hat halt keinen Value an sich. Du wirst halt nicht, nur weil du gesuperthankt hast, oder weiter oben in den Kommentaren angezeigt. Sondern es ist... Nee, du kannst halt dein Kommentar wird halt auch nicht groß... Du kannst halt nicht mal was schreiben, außer Thanks oder Danke. Ja. So, und das finde ich jetzt die größte Katastrophe. Du hast ein Produkt, was schon funktioniert, das ist halt Superchat. Ja. Und anstatt zu sagen, hey, wir machen einen Superchat, aber für Kommentare, sagst du dir, hey, wir haben effektiv ein Like, das ist es ja im Endeffekt, das ist ein bezahlter Like, wo du 0 Content reinsetzen kannst. Ja. Das finde ich super schade damit. Weil ich meine, jetzt überleg dir einfach mal aus Creator-Sicht, ob es sinnvoller wäre, Super Thanks zu aktivieren oder einen CTA zu setzen während einer Premiere oder während eines Livestreams. Hey Leute, wenn ihr mich unterstützen wollt, nutzt den Superchat. Ihr könnt mir sogar noch eine coole Nachricht dazu schreiben. So, zack, 5 €, Abfahrt. Du kriegst eine coole Nachricht, du kannst auf die Nachricht reagieren, wenn es live ist, oder du hast zumindest im Chat-Replay dann diese Nachricht stehen, was halt gehighlightet wurde. So, das hast du in den Kommentaren nicht. Und du kannst auch selbst auswählen, wie viel du bezahlen willst und nicht nur in 4 verschiedenen Stufen, sondern halt alles andere. Das ist es. Man muss es halt nicht zwingend tun. Also du kannst halt sagen, hey, es gibt wenig Grund, irgendwie 75 € zu geben, wenn die Tiers halt 100 bzw. 50 € sind. Ja. Was ich mir aber zum Beispiel bei Martin gut vorstellen kann, wie wäre es mit einem 8,33 € Superchat? So. Ja. Es geht ja darum, den Creator zu unterstützen. Ja, absolut, kann ich nachvollziehen. Aber sieh's doch aus Zuschauerbindungssicht. Was ist denn sinnvoller für einen Zuschauer? Würdest du als Zuschauer lieber hergehen und den Creator unterstützen mit einem Superchat, wo der noch deine Nachricht dabei lesen kann? Oder würdest du einfach nur sagen, ja, the viewer has thanked XYZ? Du möchtest doch die Interaktion haben, für den gleichen Preis. Beim Creator kommt am Ende das gleiche bei raus. Also das ist eine Transaktionseinnahme, das heißt, der Split ist 70-30. So, aber der Value für den Zuschauer ist doch wesentlich höher bei einem Superchat als bei einem Super Thanks. Zumindest meiner Meinung nach. Bitte korrigiere mich, wenn ich da komplett daneben liege. Du bleibst gerne anonym. Ja gut. Ja, dann hilft ja beim Super Thanks auch nicht weiter. Eben. Bei einem trotzdem mit Namen da. Aber du kannst halt, ja. Ja. Gut. Ich meine, du kannst ja auch dann stiller Member werden und niemandem davon erzählen oder so. Ja. Ist das... Ich glaube, es kommt aber immer eine Nachricht, wenn jemand Member wird, oder? Ich glaube schon, ja. Fantastisch. Das heißt, du kannst gar nicht... Also ich meine, natürlich kannst du nicht anonym Member werden, weil ich sowieso immer im Backend sehen werde. Aber interessant. Du kannst das nicht unterdrücken. Ja, du kannst halt deine Abos nicht öffentlich machen, aber Ja, Moment, aber ich glaube,
selbst wenn deine Abos auf nicht öffentlich sind und du Member wirst du ja in der Memberliste geführt. Richtig. Aber Ja. weil du hast halt keine Seite, die sagt, hallo, ich unterstütze diese und diese YouTube-Kanäle. Ja. Alrighty, gut. Aber guck mal, das fand ich zum Beispiel schon mal super, super interessant. Ja, Super Thanks stand tatsächlich auch auf unserer Liste, wenn ich mich nicht recht erinnere, oder? Ja, Stand der Dinge. Ich habe ja. die Liste vor 2 Stunden geschrieben. Ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern, was ich Hervorragend. draufgeschrieben hatte. Alles wunderbar. Ei. Nee, gibt's noch was zum aktuellen Stand der Dinge? Was sagen wir zu den Dislikes? Ich soll Farbe bekennen, so langsam. Ne? Ja. Ich meine, ich habe ja Farbe bekannt. Also ich sage, es ist Pest oder Cholera. Ja, ich würde sagen, also ich bin grundsätzlich ein Fan davon, auf YouTube alle Statistiken standardmäßig auszuhaben. Das ist natürlich nicht mehr möglich, weil wir sind ein bisschen zu spät dafür. Mhm. Aber selbst auf Twitter, du kannst auf Twitter nicht sehen, welcher Tweet wie viele Aufrufe hat, außer du bist halt selbst der Mensch, der ihn getweetet hat. Aber auch selbst, wenn du ihn getweetet hast, musst du halt in eine spezielle Ansicht gehen. Du siehst halt sonst nur Likes und Retweets. Aber bei Twitter-Videos, weil halt diese Connection, YouTube und Views, muss Twitter das jetzt auch machen. Und hat bei den Videos siehst du als einziges, wie viele Aufrufe die haben. Ha! Weil das so tief in der Kultur schon drin ist, dass halt Videos Aufrufe haben. Interessant. Und ich habe ja eine Webseite und es ist für mich, ich hab mal so kreative Texte gepublished, sowohl auf Wattpad als auch auf meiner Webseite. Und das Gefühl auf meiner Webseite, hey, ich poste mein Zeugs. Na, ich bin kreativ. Ich bin halt einigermaßen stolz drauf, auf was ich geschrieben habe. Das läuft jetzt auf meiner Webseite. Damit bin ich zufrieden. Wenn ich auf Wattpad mir meine Stories angucke, sehe ich, hey, es sind jetzt schon 2 Tage rum, die haben immer noch 0 Aufrufe, keine Sau interessiert sich für mich. Ja. Und auf einmal ist der Fokus nicht mehr auf, ich habe eine gute Story geschrieben und die will ich der Welt zeigen und bin stolz drauf, sondern es ist, das, was du geschrieben hast, ist aber nicht populär. Ja. Und ich verstehe, was du meinst. aus dieser Richtung den Bogen zurück zu YouTube zu schlagen. Ich bin deshalb ein großer Fan davon, Dislikes standardmäßig zu verstecken. Weil nämlich es ist halt eine Sache, wenn du weißt, okay, es mögen mich weniger Leute als sonst, also ich habe weniger Likes als sonst. Aber es ist eine andere Sache zu wissen, es gibt Leute, die mich aktiv hassen. Oder das ist zumindest das, was man rauslesen könnte. Oder zumindest halt sagen, okay, es gibt Leute, die, ich habe da jetzt viel Arbeit rein investiert und kriege als erstes ein Dislike. Und ich kann dieses Video nie mehr sehen, ohne zu wissen, ich verstehe, was du jemand, meinst. der hat mir einen Dislike reingedrückt. Ja. Nee, kann ich dementsprechend, nachvollziehen. Großer Fan von diesem Move aber ich finde, er geht nicht weit genug. Ich glaube, der Standard sollte sein, auch Likes standardmäßig verstecken und auch Kommentarcounts und Views. Ja. Was hältst du von der Idee, das habe ich nämlich bei dem Update-Video, was wir dazu gemacht haben, stand das drunter, dass jemand gesagt hatte, zunächst einmal, das, was gesagt wurde, war negative Likes, also Dislikes, immer nur mit einem Kommentar verbunden. Also, das halt, das ist nämlich auch die Geschichte, wo ich mir dann denke, okay, aber wenn jetzt jemand schon so angepisst ist, dass er einen Dislike gibt, was schreibt er denn als Kommentar? Genau, das ist der falsche Zeitpunkt, um nach dem Kommentar nach Feedback zu fragen, genau. Ja. Hier kam noch gerade was zu Superchats hinterher. Wenn ich spende, meinst du, hast du zum Beispiel Brave hinterlegt. Leute, die den Brave nutzen, können mir anonym Krypto spenden.
was durchaus mehrfach im Monat passiert. Von daher glaube ich schon, dass Super Thanks von Leuten genutzt werden, auch wenn sie nicht dafür viel erhalten. Ja, aber dann ist das Problem mit den Super Thanks, du bist ja trotzdem nicht anonym. Also das wird ja trotzdem unter dem Video angezeigt. Moment. Ist Brave, ist die Kryptowährung da nicht auch sowieso der Basic Attention Token? Will heißen, du bezahlst gar nicht für diesen Token, sondern der ist einfach da und halt statt Werbung und der verteilt irgendwie diesen Token durch die Attention. Also das ist gar nicht irgendwie gekauft. Ich muss da mal nachgucken. Ja, tue dies. Dann kümmere ich mich schon mal um die Liste wieder. Oder muss man die kaufen? Das weiß ich nicht. Als nächstes Thema hätte ich hier Transparenz draufstehen. Du kannst ihn generieren lassen, aber kannst ihn auch kaufen. Wird gerade im Chat geschrieben. Yes. Ja, Jetzt- du den kaufen können, damit du ihn verkaufen kannst. Ne? Das ist richtig, Damit ja. du damit irgendwann mal was bezahlen kannst. Das ist ja meistens so das Problem von Krypto. Oh, fantastisch. Wenn ich das ja... Ha! Ich habe ja jetzt unseren Discord-Call in ein separates Fenster ausgepoppt, ne? Und jedes Mal, wenn ich auf dem gleichen Bildschirm irgendwas in den Vollbild setze, bleibt einfach der Videoencoder im Hintergrund stehen. Dafür. Das ist ja fantastisch. Also es ist nicht fantastisch, weil ich mir eigentlich den YouTube Studio Chat großziehen wollte. Und zwar auf die Seite halt. Damit ich auch tatsächlich in den Chat gucke und nicht immer in Richtung Leo, wenn ich weil wir ja das Bild geflippt haben und so. But Basic Attention Token. Aha. Ja, genau. Bei Krypto bin ich sowas von raus, Leute. Ja, Das ist überhaupt nicht meine Welt. Ich meine, wer sich damit auseinandersetzt, feel free, aber... Boah. Also, nennt mich alt, aber... Keine Ahnung. du kriegst die Bets durch Werbung gucken. Ah. Okay. Also basically ein Scam mit Umwegen. Ja, nee, ich glaube nicht mal. Ich glaube, Brave hat damit dann das Problem gelöst, wie finanziere ich einen Browser. Ja gut, okay. Chrome existiert nur durch Google und ich meine, stell dir mal vor, Google wird aufgebrochen, was sie werden sollten, aber Google wird aufgebrochen und auf einmal steht Chrome alleine da. Was ist denn das Geschäftsmodell dahinter? Die haben ein großes Team, glaube ich. Was mache ich denn mit Chrome sonst? Ja, das ist eine gute Frage. Die verkaufen Chromebox und Chromecast, aber ich weiß nicht, ob Chromecast überhaupt noch dazu gehören. Ich glaube, Chromecast gehört mittlerweile zu Stadia, kann das sein? Auf jeden Fall gefühlt gehören sie eher in die Ecke. Ja. So, aber kannst du wirklich mit Chromebook ein Business machen? Ich glaube nicht. Also Die werden auch nicht von Chrome selbst hergestellt, sondern von Third Party und die lizenzieren nur das OS. Ja, aber das ist halt die Sache. Lizenzierst du das OS? Bei Android kann ich mir das vorstellen. Android kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du da einfach weiter mit den Lizenzgebühren beibleibst, wie sie sowieso schon sind und dass das einigermaßen self-sustaining ist. Ja, bei Chrome halt nicht. Na, bei Chrome... Wer will denn Chrome lizenzieren? Du Franchises. Subway, McDonald's, Burger King. Dann sagst du einfach, du hast Chrome OS als diese Bestelloberfläche, was auch immer, Abfahrt. Ja, wobei, da kannst du auch direkt Android nehmen. Also von daher, ja. Eben. Aber vielleicht gehören dann die Betriebssysteme ja zu einer Sparte. Dass du praktisch Android und Chrome OS als... Ja, okay, das könnte sein. man weiß es ja nicht. Ne? Wir machen gerade die hypothetischen, was passiert mit Google in der Zukunft. Und aber ist vielleicht auch ein interessantes Thema, meiner Meinung nach. Ne? ich finde es auch super interessant. Ja. Aber das Ding ist halt, meine Kristallkugel liegt da oben, da kann man vielleicht so mal knapp sehen. Und wie ihr seht, die ist ein bisschen cloudy gerade. Ja. Das ist fantastisch. Ja, was sagen wir denn zu Chrome?
beziehungsweise generell zu Google. Marktmanipulation. Ich meine, es wäre naiv, wenn man davon nicht ausgegangen wäre, wenn das nicht sowieso schon der Fall gewesen ist. Und dass sie jetzt in Anführungsstrichen einen Tropfen auf den heißen Stein als Strafe dafür gekriegt haben. Ja, ich glaube nicht, dass sie das großartig juckt. Sorry, aber... Nee, das sind halt die Kosten vom Business einfach. Ja, klar. Und das nehmen die einfach in Kauf und machen damit munter weiter. Also ich denke auch nicht, dass sich das ändern wird. Das... Nee. Tja. Mich würde mal interessieren... Bis sie halt irgendwann aufgebrochen werden. Und das wird ja gerade geprüft in den USA. Ja, genau. Kartellrechtsmäßig. Genau. Das würde mich nämlich mal interessieren, wie viele Leute tatsächlich Chrome als Standardbrowser nutzen. Die User-Statistik sind halt auf 70%, weil sie standardmäßig auf Android sind. Ja, das ist ja das Nächste, ne? Dass du halt praktisch, wenn du ein Handy in die Hand nimmst, was Android läuft, dass da sämtliche Google-Produkte schon vorinstalliert sind. Das hat doch hier mit Uway so den Stress gegeben. Dass die nicht standardmäßig mit Android kommen. Oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Ja, das kann. Ja, die hatten irgendwie. Ja. Aber genau, wenn du halt den Play Store verwenden willst, musst du diverse Sachen drauf haben. Ja. Yep. Uff. Uff. Ja, auf jeden Fall. Dann sind wir auch schon beim nächsten Thema. Transparenz. Um wieder zum Thema YouTube zurückzukommen. Ja, wir wollen über YouTube reden heute. Genau. Wie findest du dass in Anführungsstrichen die Findings der Studie, die jetzt zum Beispiel zu diesem Dislike, zu der Entscheidung geführt hat, dass die aktuell nicht öffentlich sind? Ich frage mich, was das bringt. Weißt Die nicht öffentlich zu haben, meinst du jetzt? Oder sie zu veröffentlichen? Ich kann mir halt vorstellen, dass solche Studien zu haben, ne, ist natürlich immer wertvoll. Okay, wir haben jetzt rausgefunden, wir hatten eine Annahme, wir haben rausgefunden, ob sie stimmt oder nicht. Ja. Ich frage mich immer, was es bringt, die jetzt ewig zu verschließen und geheim zu halten. Ja. So, Naja, du möchtest deinem Competitor möglichst wenig Informationen geben. Nehme ich mal an. I guess. Aber du könntest halt sagen, ja, hey, wir machen hier... Ich glaube auch nicht, dass der Competitor dafür so großartig profitieren würde. Ja, muss er selber die Studie nicht in Auftrag geben. Ja gut, aber wenn wir... Aber es ist halt eine komplett andere Situation. Ja, natürlich. Erstens das und zweitens, ich meine, Facebook hat diese Studie wahrscheinlich schon vor Jahren gemacht, deswegen gibt es den Dislike-Button auch nicht mehr da. So, also... Ich find's ein bisschen schade, tatsächlich, dass sie nicht veröffentlicht wurden. Ich hätte es mir gewünscht. Zumindest, um dann halt diese... Ich sag jetzt mal, aus Corporate PR-Sicht ist es sinnvoller, den Kram zu veröffentlichen, dass unabhängige Recherchen dann prüfen können, hey, wenn das euer Data Sample ist eure Überprüfung und eure Durchführung der Geschichte zumindest wissenschaftlich sinnvoll, ne, dass man hergeht, okay, die Findings sind halt echt so krass, dass es das rechtfertigt oder was auch immer. Oder war es halt wirklich marginal und es hat eigentlich keine Auswirkungen, die irgendwie großartig waren, aber dadurch, dass man das jetzt schon 8 Monate getestet hat und da ein ganzes Team reingesteckt hat, muss man jetzt auch irgendwelche Ergebnisse präsentieren, so nach dem Motto. Das hätte mich tatsächlich interessiert an der Stelle. Und auf jeden Fall. Ich meine, ich mache das ja auch manchmal. Ich mache auch manchmal Studien, ne, mit im Endeffekt ist es eine Umfrage und es nehmen halt 500 Leute teil oder so. Und auch da ist halt so die Sache, ja, hey, also ich kriege da tolle Daten raus. Ja. Und denke mir so, ja, gut, alles supi. Aber so ein bisschen im Hinterkopf habe ich halt die Frage, sag mal, wenn ich jetzt eine Online-Studie mache und frage, wie viele Leute online die Hilfeartikel sich angucken versus offline, ne. Ist das jetzt wirklich... Ist schon biased. Wie hart ist der Bias? Ja. Technisch gesehen müsstest du 500 Leute, die das Ding nur online nutzen, 500 Leute, die es offline nutzen, at random selecten, irgendwo in ein Research-Institut fliegen, die das Ding ausfüllen lassen und Abfahrt.
Damit du Ja, halt, damit du, die Sache, wenn ich halt 500 Leute habe, die das offline verwenden, ja, und das aber in der realen Welt nur ein Sample Size von 1% wäre und dann zwischen den random auswählen, dann habe ich ja trotzdem wieder einen Bias, aber diesmal in eine andere Richtung. ja, Weil ich ja vorher selektiert, also ich müsste quasi aber auch da, wenn ich jetzt aus dem echten Leben, also wenn ich halt Leute über Telefon frage, kriege ich halt nur Leute, die Telefonsachen beantworten. Also ich glaube, so Surveys so grundsätzlich kriegst du wenn nie du halt- unbiased hin, ja. kriegst du erstmal nie unbiased hin und wenn du diese Idee schon hast von okay, ich bin ja damit mit bestimmten Ideen reingekommen Ja, in diese Studie und wenn ich mit dieser Idee reinkomme, werde ich, wenn ich die selbst designe und mir da auch nicht weiter auf die Finger geguckt wird, weil im Endeffekt ist es wahrscheinlich nur 1 oder 2 Personen, die das durchgeführt haben, ja, die halt irgendwie einen Punkt belegen sollten und niemand anders guckt auf die Durchführung, auf die Sample Selection, auf irgendwas, solange es halt privat ist. Und sie stellen dann halt fest, ja, hat gut Research, das hat viele Sample Size und was ist das? P-Wert von 0,05 oder so. mhm. Cool. Ja, ich weiß, was du damit meinst. Tatsächlich, ohne jetzt jemanden zu doxen, weiß ich das aus bestimmten Branchen, dass die Person, die eine Studie in Auftrag gibt, im Endeffekt auch für das Ergebnis in Auftrag gibt. Ich sage mal so, aus zuverlässiger Quelle weiß ich das, dass das zufälligerweise in der chemischen Industrie öfter mal passiert. Dass, wenn man bestimmte Toxikologiewerte haben möchte, diese Toxikologiewerte dann auch gebracht werden. Und man dann sich hinterher fragt, woran hat es gelegen? Ne? Vermutlich an dem großen Scheck und an der großzügigen Spende an das Institut, dass zufällig das dabei rausgekommen ist, was man vorher haben wollte. Wird natürlich nicht immer so sein. Natürlich wird da, ich sag mal, zu großen Teilen drauf geachtet, aber es gibt genug Firmen, wie zum Beispiel Bayer, die das bereits in der Vergangenheit mehrfach getan haben, Studien zu manipulieren, auch bei Medikamenten. Und ich finde, da hört es dann halt letztendlich auf. Und da muss ich sagen, weißt du, es geht mir halt relativ am Arsch vorbei, ob YouTube jetzt wegen einem Dislike-Button irgendwo rumfudelt. Wo es mich dann halt schon interessiert ist, wenn Menschenleben davon abhängen. Ne? Jetzt kann man natürlich auch wieder argumentieren, okay, was ist denn tatsächlich, wenn so eine Hassattacke jemanden in den Selbstmord treibt und so weiter und so fort. Sind dann auch schon Menschenleben im Spiel, ne? Aber wo zieht man die Grenze? Die Sache ist halt, also jetzt die eine Sache ist okay, beim Dinge kaufen. Aber halt es geht ja erstmal um die Studien und wie sinnvoll es ist, diese Studien öffentlich zu machen oder nicht. Ja. Stell dir mal vor, dass Google, die haben ja haufenweise Studien durchgehend. Alles, was als Experiment durchgeht, ist ja eine Studie im Endeffekt. Wie wird unser Feature angenommen oder halt nicht angenommen? Ja. Stell dir mal vor, all diese Sachen werden, vielleicht mit einem gewissen Delay, ne, vielleicht weißt du nicht, okay, diese Studie haben wir uns überlegt und dann wieder verworfen, weil es halt nicht, also dieses Feature haben wir wieder verworfen, weil es halt nicht läuft. Wenn man all diese Dinger veröffentlichen würden, es geht ja bei Studien auch immer um Reproduzierbarkeit. Ja, natürlich, klar. So, und was wäre denn jetzt, okay, YouTube hat jetzt dieses Experiment gemacht mit Dislikes. Wie sieht das dann aus, bei wie viele Firmen auch immer anders das schon mal ausprobiert haben? Ja. So, wenn man das einfach mal vergleichen könnte und dann feststellt, oh, guck, die haben ganz andere Ergebnisse. Wenn YouTube das einfach geskippt hätte und gesagt hat, so, ja, Facebook hat keine Dislikes, Twitter hat keine Dislikes, darum brauchen wir keine Dislikes, dann, also wenn das deren Argumentation ist, dann wäre diese Sache nie geflogen, glaube ich. Ja, weil dann absolut. halt einfach die Sache ist, ja, YouTube ist halt anders, Punkt. Ja. Absolut. Und schönen guten Abend, Felix. Was, Studien kann man kaufen? Ja, kann man. Studis kann man auch kaufen, by the way. Ja, für studentischen Hilfslohn. Der wurde angepasst übrigens. Habe ich gehört. Ach was,
Ja, doch. Doch. Der wurde angepasst. Wir mussten noch Dinge ändern. Gottchen. Ja. Die muss ich auch noch schreiben, die Rechnung. Anyway, aber das ist eine Sache für später. Über was können wir denn noch sprechen, transparenzmäßig? Transparency Report ist erst rausgekommen Anfang Oktober, oder? Boah, ich weiß das nie, ich verfolge die nie. Ja, die kommen halt einmal pro Quartal raus. Müssen wir in dem Zuge vielleicht über Trusted Flaggr reden? Ja, so ein kleines bisschen. Also, was halt der Transparency Report sagt, laut Google, ist das halt so, hey, wir haben alles, was wir machen, wird halt vom Automatismus genommen und gelöscht und niemand sieht es, weil wir halt so schnell sind mit unseren Automatismen. Und darum ist alles supi. In der Praxis bin ich mir nicht ganz sicher, wie richtig dieser Transparenzbericht ist. Denn wir haben auf YouTube haufenweise NGOs, die irgendwie mit YouTube ein Agreement haben, Sachen zu melden, damit sie halt schnell runtergenommen werden. Also das sind dann so Sachen wie HateAid oder Jugendschutz.net oder was auch immer. Und die flaggen halt so wenig und durchgängig flaggen sie so wenig, dass ich mir echt teilweise nicht vorstellen kann, wie das zusammengeht. Ja, wie war das nochmal? Irgendwie ein Trusted Flaggr macht so viel wie 27 NGOs zusammen oder sowas, ne? Wie ein Drittel aller NGOs, die auf YouTube Trusted Flaggr sind. So, ein Mensch. Einer. Ja. Und da stellt sich halt dann die Frage, wo ist die Verhältnismäßigkeit, wenn bei den NGOs im Endeffekt ganze Abteilungen eigentlich dafür abgestellt sind, nur sich um sowas zu kümmern. Ja, und dann ist halt die Sache, okay, man kann halt sagen, gut, die NGOs kümmern sich um die wirklich wichtigen Dinge, um Kindesentführung und Missbrauch und so weiter und so fort. Und die Trusted Flaggr haben zum Großteil Spam, um den sie sich kümmern. Das ist halt ein Argument, was man bringen kann. Aber dann ist halt auch so die Sache, ja Moment mal, warum entfernen wir denn den Dislike-Button, der genau das gute Mittel ist gegen Spam, weil du halt sagen kannst, ach guck, ich habe hier das Video, ne, Avengers in 4K, der Film geht 2 Stunden und ich gehe ist auf YouTube hochgeladen, ihr könnt es gucken, kostenlos, Gewinne. Dann klickt man auf das Video und da steht, ja, dieses Video kann leider nicht gezeigt werden. Bitte klicken Sie auf den Link. Dann klickt man auf den Link, kriegt ein Virus. Und oder im besten Fall kommst du halt auf so ein billig Netflix, wo halt irgendwelche Piraten versuchen, selbst nochmal Geld zu machen. So. Solche Sachen kannst du halt super disliken als Nutzer. Ein Klick, hast den Anfang gesehen und bist wieder weg. Ja. Cool. Ja. Und jetzt ohne Dislikes denkst du dir so halt so, Und nu? Ja, ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt. Vielleicht an der Stelle auch noch mal Mythbusting. Was denkst du? Zählen Dislikes als Interaktion und werden positiv gewertet im Ranking? Oder zählen Dislikes tatsächlich als negatives Signal für ein Video? Früher oder mittlerweile? Mittlerweile. Aktueller Stand. Mein Gut-Feeling wäre, der Fokus ist auf User Happiness und ein Dislike ist sehr eindeutig nicht User Happy. Dementsprechend zählen sie nicht als positives Ding, sondern punishen. Ich glaube das nämlich nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass viele Dislikes punishen. Also ich meine, ich habe jetzt in letzter Zeit keine krassen Dinger gesehen, die halt großartig gedisliked wurden. Aber wenn du mal so überlegst an den Sonic-Trailer und ich sag's mal, ApoRed und Bibis Beauty Palace sind jetzt halt schon länger her, ne? Aber Wap und Everyday Saturday, das sind ja auch alles Dinger gewesen, die trotz Dislikes super durch die Decke gegangen sind. Und zwar... Ja, das ist dann das Meme wert. Ja, natürlich. Weil du es dislikest. Natürlich, aber es wird ja trotzdem dann weiter verbreitet. So. Ja, aber das ist aber eine andere Sache, als durch einen Algorithmus passiert.
das passiert ja durch Menschen, die halt sagen, ach guck dir an, wie hässlich Rebecca Black ist oder wie schlimm Justin Bieber ist und so. Und dadurch wird halt diese Sache weit und weit und weit verbreitet. Plus, man muss halt auch bedenken, diese Kanäle sind halt an und für sich schon große Kanäle und das ist deren Hero-Content. Naja, fair. So, und das heißt, die werden da auch ordentlich Werbetrommeln für rühren. Ja. Und dann kommt halt die Berichterstattung drauf, so, hey, Video XY ist das meist gedisliked Video ever. Ja, Ich kann auf jeden Fall sagen, wenn ich ein Video flagge, werden mir Sachen basierend auf diesem Flag nicht weiter angezeigt. Und wenn ich ein Video dislike, werden sie auch nicht mehr auf dem Dislike angezeigt. Das heißt für mich persönlich, das war früher übrigens nicht so, was als Trusted Flagger immer wieder witzig ist. Das heißt, du reportest halt Porn, Spam, Porn und deine Recommendations sind danach Porn. Hervorragend. Aber ich sag mal so, es macht die Arbeit als Trusted Flagger einfacher. Du brauchst nicht so lange suchen, bis du wieder was zum Flaggen findest. Durchaus. Aber das heißt dann, dass YouTube hat das nicht bedacht. Ja, gut. Übrigens damals. Das war irgendwie keine Ahnung, das waren in frühen Zeiten. 2016? Ja, irgendwie sowas. Die hatten das damals nicht bedacht. Und was sie halt bei manchen Trusted Flagger, die halt so wirklich auf grafischen Content gegangen sind und oft auf diesen grafischen Content gegangen, die mussten sich halt einen neuen YouTube-Account machen, um Videos zu gucken, weil sie halt sonst nur diesen Scheiß gerecommended haben. Oder halt Sachen, die ähnlich dem sind, vielleicht nicht ganz über die Linie rübergehen, aber halt dicht dran sind. Und dann denkst du so, alter Schwede. Ja, gut. Aber also auf jeden Fall, es hat sich was getan in die Richtung und ein Flag und ein Dislike sind auf jeden Fall, also für den einzelnen Zuschauer heißt es, die sind weniger da. Ob sie für die gesamte Größe da sind, weiß ich nicht. Ich habe Sample Size n = 1. Ein Mensch hat ein Video hochgeladen, hat gesagt, so Leute, bitte dislike das alles. Na, so wirklich, das war der Main Call to Action. Ich will mal gucken, wie der Algorithmus funktioniert. Bitte dislike diese Geschichte. Und das Video ist eigentlich, ich glaube, der hat auch einen Versuch gemacht, wo er das dann in den Top-Kommentar geschrieben hat. Ja. Und das heißt, das Video ging hoch, dann kam irgendwann der Top-Comment und dann war halt das Video flach. Es schlummert also einiges in den Untiefen von YouTube, sagt Felix gerade. Ja, das so. Ja, du, ich kann leider nicht mehr sagen, wo ich das her habe. Ich kann nur sagen, dass ich habe mich auf YouTube informiert. Ach so. Das ist das neue Wikipedia, ne? Random Video, ja. Fantastisch. Nee, aber wo Felix gerade sagte, Untiefen von YouTube, Spaghetti Code und YouTube Studio. Ja. Wie so viel besser es also ich sag's mal, in den letzten 12 Monaten geworden ist. Wenn man so überlegst. Vor 12 Monaten, wie lange du gebraucht hast, um die Kommentarseite zu laden, das ist irgendwie von einer Minute runtergegangen auf maximal 8 Sekunden bei mir aktuell. Und gut, okay, ich bekomme jetzt halt nicht super viele Kommentare, aber selbst wenn ich in Kundenaccounts bin, wo dann halt, ich sag's mal, 300, 400 Kommentare am Tag kommen, das ist schon eine ordentliche Nummer. Ne? Also das ist schon gut nach unten gegangen. Was sie nach wie vor kacke gelöst haben, meiner Meinung nach, ist das Umblättern im Content Manager. Dass du immer nur diese 50er oder 100er Ansicht hast von Videos und du dann halt erst auf Weiter drücken musst und dann dauert es halt super lange, bis der den ganzen Kram geladen hat. Das finde ich super doof. Frag mich, ob sie einfach den Check nicht haben. Dass sie jetzt Pagination für die erste Seite haben und die dann halt auch nach diesen 50 stoppt. Und dann haben sie aber vergessen, die danach zu machen. Das heißt, nach der ersten Seite kriegst du den gesamten Backlog, weil sie einfach so weit nicht getestet haben. Uff, ja, das kann natürlich passieren. Aber das ist halt, ich bin halt jetzt neulich auch in die Softwareentwicklung mit reingerutscht für einen Kunden. Und das ist uns da auch genau passiert. Wir hatten halt ein Dings gemacht, so halt ein tolles neues Feature. Es ist wirklich ein hervorragendes Feature. Und wir haben es halt getestet mit so Standard-Sachen, die man halt so macht, wenn man so testet. So halt kurze Clips, mal einen Song, was man so hat. Ich nehme als meinen Testsong immer Never Gonna Give You Up. Was, fantastisch. Ist immer, wenn man halt den Bug dann zeigen soll, ne, und da halt kurz abspielt, freuen sich alle. Ja. Pro-Tipp für die Softwareentwicklung da.
Aber halt, ne, wir haben halt so getestet und wir haben auch halt auch so ein QA, der hat halt auch getestet und seine tollen Projekte. Und es ist halt niemandem aufgefallen, dass wenn man dieses Ding verwendet, dieses tolle neue Feature, und dann halt ein richtiges Projekt hat, also à la Podcast, 40 Minuten, also was Großes, dass dann einfach dieses ganze Ding so hart crashen kann, dass du wirklich der Stop-Button weiß nicht mehr, ob da jetzt geklickt wurde oder nicht, und das ist alles schlimm. Und ich glaube, das ist das Problem, dass YouTube gerade so ein bisschen reingelaufen ist, dass sie halt also einmal haben sie zu wenig Entwickler irgendwie. Ja, das verstehe ich halt auch nicht, ne? Also, dass die Entwicklung super langsam ist und dann die Entwickler, die sie haben nicht genug QA. Das heißt, das, was am Ende rauskommt, stellt sich dann raus so, ups, das ist ganz schön langsam in der Realität, wo Martin 3000 Videos schon hochgeladen hat. Hast du schon? Oder sind es noch 2000? nein, es sind mindestens 3000. Also es waren, ich glaube, Anfang des Jahres war ich bei 2,8 und ich habe dieses Jahr weniger gestreamt als sonst, fairerweise, weil halt einfach mehr anderer Kram zu tun war und Kopf voll und hast du nicht gesehen. Aber ich sollte eigentlich mittlerweile über den 3K sein. Ja. Wobei Wenn du dann halt dazu muss man halt auf auch. Sonnings anwendest. Ja, klar. Dann. Aber ist halt auch die Frage, bin ich da mit der Edge Case? Weil ich sag mal so, der gute Mann mit T, der aus dem Musikbereich kommt, der hat ja in Anführungsstrichen 50 Videos auf seinem Kanal und der ist ja relativ erfolgreich damit. Bin ich dann, im Endeffekt, bin ich dann der Edge Case oder bin ich dann tatsächlich der Standard Case für einen Gaming-YouTuber? Weil, wenn du dir halt so einen Gronk oder so anguckst, der halt 5 Videos am Tag veröffentlicht, der wird sicherlich nochmal eine ganz andere Hausnummer an Videos in seinem Content Manager haben. Also du bist auf jeden Fall nicht der größte Spamlord, ja, ganz genau. Kennst du die überhaupt? Side Note? YouTube Trivia. Welcher Kanal hat die meisten Videos hochgeladen? Ja, jetzt hast du schon verraten. Ja? Achso, naja, okay, Nee. okay. Nee. Ich habe den Namen noch nicht genannt. Welcher Kanal hat die meisten Videos hochgeladen? Ja, ich bin mal gespannt, ob das einer im Chat weiß. Geben wir den nochmal so. Ja, es ist ja fein. Können wir ja tun. Ansonsten schreibt weiß nicht. Oder gibt einen weirden Guess ab. Das kann Gronk sein. Aber du weißt Das es. wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ich weiß es. Okay. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Kanal ganz genau heißt, aber ich kann dir sagen, was der Kanal ist. Okay. Ich habe eine Vermutung. Aber ich weiß nicht, ob ich mit der Vermutung richtig liege. Ja, okay, vermute mal. Ja, genau, weltweit. Welcher Kanal hat weltweit die meisten Videos jemals hochgeladen? Ich glaube, es ist ein Kanal mit Kinderliedern, die in unterschiedlicher Variation mit irgendwelchen Dingen, Farben, Formen und so weiter hochgeladen werden. Nein. Okay, gut, dann das war mein Guess gerade. Dass sich nicht nur die Räder am Bus drehen, sondern auch noch die Windmühlen im Feld und ja, aber gut, okay. Dann, Also die kommen auch super schnell die kommen auch vor allem super schnell auf super viele Views, weil das sind. Shorts-Kanal hat keine Chance, weil die zu neu sind. ja. Shorts-Kanal hat keine. Okay, ich löse mal auf. Der Kanal heißt COD Black Ops PS. Ah, ja. Du denkst dir jetzt so, hä? Was ist denn das? Call of Duty-Kanal? Nee, das ist der Standard-Account gewesen. Wenn du früher, bevor so Clip-Sharing eine Sache war, hat Call of Duty auf der PS3 einen Kanal gehabt, wo du halt, wenn du nicht selbst einen Kanal gemacht hast, um die VODs hochzuladen, der das für dich hochgeladen hat, dass du halt einen YouTube-Link hattest und eine sharebare URL. Dieser Kanal hat irgendwie 2,6 Millionen Videos gehabt oder so. Oder 1,6? Also Das auf jeden ist eine Fall fucking über eine Menge. Million. Oh Und- Gott. Yep. Imagine, du musst halt diesen Content Manager aufmachen. Yep. Oh, fantastisch. Aber das Schöne ist ja, wenn der Kanal sowieso entweder von PlayStation oder von Activision betreut wird, weil muss er ja, irgendjemand muss den ja eingerichtet haben,
dann glaube ich nicht, dass da irgendwie großartig Urheberrechtsprobleme mit sein werden. Weil wenn du nur einen Clip aufnimmst über die PlayStation und dann hochlädst, ist ja nur der Ingame-Content zu hören. Ich glaube halt nicht mal, dass der Party-Chat da mit drin ist. Nö, das natürlich ist es nicht. Du kannst aber natürlich, wenn du dein Gameplay da hochgeladen hast und dann auf einmal denkst, wer hat denn mein Gameplay hochgeladen? Die haben das nicht weiter gemonitort, bin ich mir ziemlich sicher, weil das Spiel wurde 2015 halt. Ja, klar. PS3 gibt es ja schon Ewigkeiten nicht mehr. Und der Originalkanal wurde dicht gemacht, also der für die PS wurde dicht gemacht. Der von der Xbox One, nicht Xbox One, Xbox 360 ist das, ne? Existiert noch mit 700.000 Videos. Ach, krass. Aber die anderen 360 COD Black Ops 2 und PS3 COD MW3, die sind alle terminiert. Wegen Videospam. Wäre halt schon ein bisschen lustig, ne? Hat Sony Activision also ordentlich Klicks und Geld gescheffelt? Stell dir vor, da hat sich ein Dev privat eingetragen. Ja, genau, einfach als Dev den eigenen AdSense-Account eintragen. Richtige Gönnung. Private Altersvorsorge. YouTube hat doch dazu mal Originaldateien gespeichert. Du meinst... Nicht mehr, aber ja. Ja, deswegen... Damals hatten sie die Originaldateien gespeichert. Ja. Aber das ist ja auch so ein Ding, ne? Dass sich immer wieder Leute beschweren, ja, YouTube ist so kacke, ich mache jetzt mein eigenes YouTube. Und, viel Glück. Ja, exactly. Also... Emma hat ja mittlerweile auch den Film gesehen, dieses Good Luck von Liam Neeson. Die Infrastrukturkosten explodieren einfach. Jeder, der es versuchen würde, und selbst wenn er das bessere Produkt hat, würde es nicht schaffen, das Ding finanziell viable zu halten, oder zumindest so lange finanziell viable zu halten, bis es sich selbst refinanziert. Weil einfach die dahinterstehende Infrastruktur so teuer wird, so schnell. Gerade heute, wo halt nicht jeder in 144p hochlädt, sondern halt in 2K oder 4K oder meinetwegen 1080p 60, wie jetzt zum Beispiel dieser Stream. Aber das muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Es gibt einen Grund, warum TikTok so ist, wie es ist. Kurze Videos, mobile only. Ja. Höchstgrenze von... Haben die mit 15 Sekunden angefangen sogar? Oder war das jetzt nur YouTube-Shorts, die gesagt haben, 15 Sekunden machen wir mit der Shorts? Also auf jeden Fall, ja. Nee, YouTube hatte das gesagt mit den 15 Sekunden und deswegen, kleiner Fun-Fact an der Stelle, in YouTube kannst du auch nur, also wenn du die Shorts-Kamera verwendest, nur 15 Sekunden Audio benutzen. Danach schneidet die Musik ab, solange bis die Rechte geklärt sind. Und das dauert ja wiederum. Ne? Und das heißt, es wird wahrscheinlich erst in einem Jahr, in 1,5 Jahren werden da Dinge passieren. Und so lange Venture Capitalists sammeln, bis Google dich kauft. Ja gut. Ja, das ist doch der Sinn von Venture Capital, oder? Im Endeffekt ja, genau. Und ich sehe, die Tests im Hintergrund laufen hervorragend. Das scheint schon mal zu klappen. Wir dürfen ja nach wie vor nicht darüber reden, was wir gerade testen. Aber ich sage mal so, meine Hände sind hier oben. Ne? Nein, ich darf nicht mehr sagen. Wann darf ich denn mehr sagen? Ich gucke jetzt in die E-Mail. Ich glaube, nächsten Samstag darf ich schon mehr sagen. Ich bin mir noch nicht sicher. Du kannst noch schreiben. Hey, was soll das denn heißen? Ich denke doch, du bist hier Abonnent. Die gute Embomelli. Unglaublich. Zack, direkt Member-Only-Mode rein, klein. Hast du den Chat eigentlich offen? Ich habe den Chat auf, ja. Ich habe den Chat mir aufgepoppt und unter die Kamera gepoppt, sodass ich dann zumindest sehen kann, so ungefähr, wo ich hingucke. Du bist leider noch da oben, weil sonst meine Visage sehr bläulich wird, alles gut. Alles gut. Das ist so groß bist. Das ist fantastisch, ist das. Nein, okay, Feedback hat mir Emma gerade geschrieben, das heißt, das werde ich nachher weiterleiten. Aber sonst bin ich damit schon mal sehr zufrieden.
Das scheint ja ganz gut zu klappen. Hervorragend. Was steht denn eigentlich noch auf unserem Plan? Jetzt lass mich mal hier kurz mal wieder meinen Plan aufmachen. So, Transparenz, haben wir drüber geredet, ne? Müssen wir dazu noch was sagen? Müssen wir dazu nichts mehr sagen? Ne, ich glaube nämlich auch nicht. Okay. Ja, wollen wir so ein bisschen in Richtung... Das ist ein ganz spannendes Thema, ne? Ach du, ich finde Transparenz eigentlich schon ziemlich spannend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade was halt die Nutzung von Daten auch angeht. Und, Ja, okay. Das wäre tatsächlich sinnvoll, wenn sie da transparent sind. ja. Ich frage mich, ob ich einfach mal noch einen GDPR-Request machen sollte an YouTube. So, hallo, ich Mal möchte Google gerne Takeout. wissen, guck mal, Sie haben ja diese Sachen mit den, auf Mobile, wie lange guckst du eigentlich YouTube pro Tag? Ja. Meinst du, die speichern das? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ob ich da einfach mal sagen kann, hallo, ich hätte gerne meine Daten von wie lange ich YouTube verwendet habe pro Tag. Über die Beziehungsweise noch besser, zu welchen Uhrzeiten ich angefangen und aufgehört habe, YouTube zu gucken pro Tag. Mhm. Für die letzten 3 Jahre oder wann auch immer das mit YouTube Premium angefangen hat, da werden sie es ja mindestens getrackt haben müssen. Meinst du, die machen das? Weißt du was? Schreib dir das mal auf die To-Do-Liste. Ich glaube, das wäre mal interessant, das rauszufinden. Und dann gucken wir mal, was für einen Schabernack mit den Daten wir treiben können. Hallo Cupcake Cat, schönen guten Abend wünsche ich dir. Guten Tag, guten Tag. Moin, moin. Genau. Nee, aber ich glaube, damit sind wir zum Thema Transparenz eigentlich schon durch, oder? Ja, das ist nochmal ein Call to Action für euch alle, ne? Mit GDPR-Requests kann man viel Spaß haben. Ja. Also, ihr habt viel Spaß, die Firmen haben wesentlich weniger Spaß. Schreibt einfach mal euren Bäcker an. Oder wen auch immer. Vielleicht bei so halt Sicherheitskameraaufnahmen wird es schwierig. Da können sie sagen, ja, wir haben halt ein berechtigtes Interesse und müssen halt dir trotzdem was nicht geben oder so. Ja. Aber so bei anderen Sachen, einfach mal nachfragen. Sag mal, wollt ihr eigentlich, wer hat euch eigentlich die Daten über mich gegeben? Wo habt ihr die gesammelt? Ja. Gebt mir mal eine Kopie. Was habt ihr denn so über mich? Ja. Können ganz interessante Sachen bei rauskommen. Ich überlege gerade, ob wir irgendwie großartig Daten sammeln, aber tun wir eigentlich gar nicht, ne? So, ich meine, ich sag mal so, wenn klar, du halt wir haben anfragst. Ja, also, ich sag mal so, was haben wir an Daten? In der Regel haben wir Name, Adresse, E-Mail-Adresse. Ja. Bankverbindungen sammeln wir nicht, weil wir machen Überweisung, also per Rechnung und nicht per Einzug. Genau. Da hört es auch schon auf, ne? Ist ja voll langweilig. Wir schnell durch. Ja, und dann halt noch Google Analytics auf der Webseite. Aber auch da ist halt die Sache. Aber Analytics sind doch anonymisiert. Ist unsere Implementation anonymisiert? Das kannst du mich einstellen, ob du das haben willst oder nicht. Beziehungsweise weiß gar nicht, ob Analytics das mittlerweile standardmäßig macht. Meine ja. Also auf jeden Fall haben wir relativ schwierig, wenn du jetzt sagst, hallo, KW Media, welche Daten habt ihr eigentlich über mich? Das ist meine E-Mail-Adresse. Ich wüsste nicht, wo ich es nachgucken sollte. Ja, ich würde ich glaube nicht. Würde halt in unserer Kundendatenbank nachgucken und dann sagen, das sind die Daten, die ich gefunden habe. Zu dieser E-Mail-Adresse. Genau. Ja. Und wenn ihr halt nicht bei uns Kunde seid, dann haben wir keine solchen Daten auf jeden Fall. Ja, es kann tatsächlich sein, dass. Zählt das, wenn in Gmail Daten gespeichert sind? Weil dann müsste ich in Gmail noch nachgucken, ob da irgendwie die E-Mail-Adresse irgendwo mal auftaucht. Oh, das ist eine Sache. Wie zählt das? Zum Beispiel bei Banken dein Konto auflöst, Account löscht, müssen deine Daten sogar mehrere Jahre aufgehoben werden. Ja, fürs Finanzamt. Das ist richtig. Ja, solange halt teilweise solange berechtigtes Interesse besteht, kannst du nicht sagen, bitte löschen. Du kannst aber sagen, bitte korrigieren. Ja. Auf Null. Alles auf Null setzen. Genau. Was? Du darfst bei der Schufa einfach sagen, bitte korrigieren und auf Null setzen? Nicht auf Null. Nee, korrigieren. Du musst denen halt nachweisen, dass die Infos, die sie über dich haben, dass die falsch sind. Moment, könnte ich eigentlich eine GDPR-Request an die Schufa schicken? Ja, natürlich. Und Moment, aber das ist dann also die Schufa-Auskunft kostet ja Geld, aber GDPR-Request müssen sie beantworten, richtig? Genau.
Und sie müssen dir ein mindestens Projekt für kostenlos beantworten. Fantastisch. Wegen GDPR. Das ist ja grandios, dann soll ich das mal tun. Also ich meine, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich noch nie eine Zahlung versäumt habe, weil ich eigentlich immer sehr, sehr overtimely bin, was das angeht. Aber, interessant. Also im besten Fall steht drin, ja, wir kennen den nicht. Und Ja, dann ist eigentlich immer gut. Das stand bei mir letztes Mal drin. Aber jetzt kennen sie mich halt, weil ich schon mal gefragt habe, ob sie mich kennen. die Frage ist, haben Sie das gespeichert? Ja, das haben sie nicht. Aber Ja. das ist auch schon wieder, keine Ahnung, viele Jahre her. Ja, fair. Das habe ich gemacht, direkt nach GDPR rausgekommen ist. Und dann dachte ich so, Ja, einfach mal ausprobieren. Ne? Ja. genau. Egal, Transparenz, da sind wir schon wieder mit drüber durch. Wollen wir noch ein bisschen über SEO und häufige Fehler und so weiter und so fort schreiben? Oder Genau, schreiben, SEO, sprechen. da hattest du mir ja ein Dings geschickt, ne? Ein Thread, genau. Genau, ein Twitter-Thread. Von der Idee her, ich fasse das mal so kurz zusammen. Was Kollege gesagt hatte, ist, dass Keywords als solche gar nicht mehr so super relevant sind. Weil also Keyword als im Sinne von, du hast halt ein Schlüsselwort, also eins davon, Ja. ist halt, wird immer mehr abgelöst durch, in welchem Kontext kommt das eigentlich? Und der Kontext kriegst du halt durch 2 oder 3 Worte mehr. Also Key Phrases. Durch Key Phrases, genau. Und dass man eher auf diese Key Phrases achten sollte und dann, ach du Scheiße, 35 Monate. Warte, Ja. was hast du für krasse Member? Ich Alter Schwede. hab die krassesten Member überhaupt. Ich muss mal gerade in meine Liste gucken, aber ich meine, Felix war einer der ersten tatsächlich. Ach du Scheiße. Moment. Oh Gott, die haben das Memberships-Ding umgebaut. Oh, da könnte ich ja nächste Woche auch mal drüber reden. Oder disclosen wir das jetzt einfach mal? Soll ich das einfach mal zeigen? Denn ich habe ja hier vorbereitet. Das ist jetzt nichts geschönt. Diese Daten könnt ihr jetzt alles... Wobei... Kann ich das zeigen? Da sind Namen dabei. Nee, dann kann ich das eigentlich nicht zeigen, ne? Zeigen wir nächstes Mal beim YouTube Patreon dann. Ja, Abonniert Kaffee Media. genau. Angepinnt im Chat übrigens. So. Haben wir nicht. Wir brauchen nämlich langsam mal hier die Custom URL. Total Time as Member. So, der krasseste Member bei mir ist 50 Monate. Und es ist ein Kanal, der... Ich wusste gar nicht, dass die Funktion schon so lange gibt. Das war, also ich war tatsächlich beim ersten Beta-Test dabei und das ist, ja, jetzt seit 5 Jahren ungefähr, plus minus. Also 4 Jahre sind ja dann 48 Monate, ja. 4 Jahre, 2 Monate. Nee, aber tatsächlich ist das auch ein Kanal, der terminiert ist. Und darüber wird aber trotzdem weiter noch abgebucht. What the fuck? Ja, es ist ganz faszinierend. Aber ich zeige dir das nachher mal. Nee, tatsächlich ist der Account, der dahinter steht, ist gebannt worden. Also nicht jetzt von meinem Kanal, sondern von YouTube halt. Aber scheinbar hat das keine Auswirkungen gehabt zu dem Zeitpunkt darauf, dass die Kreditkarte oder was auch immer da noch hinterlegt ist und das wird, weil es halt niemals gekündigt wurde, die Membership, läuft die halt weiter. Und ich weiß halt auch nicht, ob man sich jemals an einen Paid Customer Support wenden könnte. Naja, aber es muss ja eine Zahlungs-ID dabei sein, ne? Also so ein Verwendungszweck oder sowas. Mhm. Also ich glaube, technisch gesehen könnte man das darüber canceln, aber ja. Weißt du, was ich übrigens sehr, sehr interessant finde? Man kann von YouTuber-Seiten aus keine Memberships canceln. Ja, pass auf, da hatte ich nämlich mal einen interessanten Fall. Übrigens, Felix, vielen lieben Dank für 35 Monate, bevor das hier untergeht. Ne? Wir sind jetzt hier schon wieder voll am Rumspinnen. So, ein bisschen aufgeräumter und hat eine Statistik. Ganz genau so sieht es nämlich aus. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, der interessante Fall. Pass auf. Und zwar hatte ein Kunde einen Member-exklusiven Livestream. Und in diesem Member-exklusiven Livestream hat er zum Beispiel Dinge gezeigt, wie Custom-Geräte bei ihm funktionieren und wie er diese Custom-Geräte in Kundenmaschinen einbaut. So, da ging es um Steuergeräte letztendlich. Und jemand hatte das halt genutzt und gesagt, okay, ich bin Member
Und ich nutze dieses Wissen aus dem Member-Only-Content, um mir selbst so ein Ding zu re-engineeren. Also, ne, dann irgendwie aufzudröseln und selber dann zu bauen, wie auch immer. Und da war die Request vom Creator, ob es nicht möglich sei, als Creator Leute rauszuschmeißen. Wo man halt offensichtlich weiß, jemand vertritt rechtsradikale Ansichten oder generell radikale Ansichten und die will man einfach nicht als Member haben. Nachher heißt es, man wird irgendwie finanziert vom rechtsradikalen Untergrund oder was auch immer. Ne? Kann ja passieren. Und deswegen finde ich das eine absolut gerechtfertigte Geschichte. Leider ist es tatsächlich nicht möglich von Creator-Seite, weder über den Creator-Support noch über Partner-Manager, Memberships canceln zu lassen. Was halt, ja, finde ich nämlich auch. Ich meine, natürlich, wenn du halt im normalen Produktbetrieb bist, freust du dich natürlich als Creator über jeden Cent, letztendlich. Und da ist dann natürlich die Frage, es ist jetzt sinnvoll, Leute dann rausschmeißen zu wollen, aber wenn du das halt weiterdenkst, also diese 2 Meter extra gehst sozusagen, dann ergibt es auf einmal Sinn, warum man das machen sollte. Ne? Ja. Ja, das ist auch eine Sache, die ich gucke viele VTuber und bei manchen bin ich auch Membern und was die da teilweise diskutieren in ihren Member-Only-Dingern ist dann doch erstaunlich persönlich. Und die Idee ist halt immer, ja, okay, das sind meine treuesten Fans, denen kann ich so ein bisschen vertrauen. Aber dann frage ich so, Kollege, du hast 50.000, 100.000, wie auch immer Abonnenten. Kannst du wirklich deinen Membern, also nur den Leuten, die genug Geld übrig haben, um dir Geld hinterher zu werfen? Meinst du, das sind alles vertrauenswürdige Personen? Nee. Nämlich nicht, ne? Nee. Ah, Göttchen. Felix sagte gerade, man kann das natürlich über Bank, PayPal oder Kreditkarte anfechten. Ja, aber nicht als Creator. Also natürlich, wenn dein Kanal gelöscht wird und du weiterhin Zahlungen bekommst, kannst du als User, der Member wäre, kannst du das anfechten. Ja. Du kannst aber nicht andersrum hergehen und sagen, okay, ich möchte, dass dieser Member nicht mehr bei mir Member ist oder werden kann. Und das, finde ich, sollte tatsächlich eingebaut werden. Vielleicht eine unpopular Opinion, weiß ich nicht. Ne? Könnt ihr mir gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Aber prinzipiell ist es ein Loophole für eben solche Re-Engineering-Geschichten wie bei meinem Case damals. Oder es ist halt einfach eine Geschichte, du kannst dich gegen bestimmte Sachen nicht wehren als Creator. Ne? Wenn jetzt, ist das mal auch, wenn jetzt wir das weiterspinnen in Richtung Membership Gifting, nachher kannst du wegen irgendeiner Scheiße in Teufels Küche kommen, weil irgendjemand meint, mit einem Account, der meinetwegen jetzt IS heißt, dir anfängt, mehrere tausend Memberships zu giften. So, das... Schutzgeld von der Mafia, ja. Ja, ne? Und auf einmal steht irgendwie eine Finanzprüfung im Haus und so weiter und so fort. Gut, wenn du halt nichts zu verbergen hast, sure, ne? Ist halt leicht verdientes Geld, im Anführungsstrichen. Aber kann dir das dein Leben natürlich super, super erschweren, weil du halt super viel Bürokram damit halt auf einmal hast und so weiter und so fort. Ne? Also von daher würde ich mir in Anführungsstrichen so eine Schutzfunktion da tatsächlich auch wünschen. Ne? Gegenfrage. Wie siehst du das eigentlich mit Abos? Willst du einen Button haben wollen, dass du deinen Abonnenten rauswerfen kannst? Ja, aber den hast du ja schon. Findest du den sinnvoll? Also Moment, kannst du das immer noch? Also ist gut, du konntest es mal nicht, dann konntest du es wieder und dann konntest du es mal nicht. Also aktuell ist mein Kenntnisstand, du kannst diesen Hide User from Channel, also effectively Ban User from Channel, nutzen. Ja. Dann sind die zwar immer noch abonniert, aber du, also soweit ich weiß, gehen keine Benachrichtigungen mehr raus und die Leute können nicht mehr kommentieren. Nicht mehr kommentieren wusste ich, mit den Benachrichtigungen wusste ich nicht. Ja. Ja, okay. I see. Aber ja, willst du eine haben, dass die überhaupt nicht mehr abonnieren können, so wie die es, oder dich gar nicht mehr sehen können, vielleicht wie es auf Twitter auch ist? Interessanter Ansatz. Also, für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, es gab ja mal eine Zeit, wo dann Leute meinten, es wäre lustig, Schabernack zu treiben. Und
Ja, und dieser Schabernack blieb dann leider nicht dabei, dass man online ein paar Dinge schreibt, sondern das ging dann halt so weit, dass da auch die Polizei einschreiten musste und ich sag's mal, einige Eltern mal informiert werden mussten, was ihre Kinder denn eigentlich so online treiben. So. Hat zum Glück auch danach aufgehört. Oh Wunder, wenn auf einmal ein Verfahren läuft, dann werden die auf einmal so klein mit Hut. Aber muss es immer so weit kommen, ist die halt die andere Frage, ne? Medienkompetenz sollte gesteigert werden. Egal. Wie kamen wir da jetzt drauf? Achso, bei den Leuten hätte ich mir das tatsächlich gewünscht, zu sagen, okay, ich möchte einmal, ich sag's mal, diesen IP-Block, woher die kommen, sperren. Ja? So, dann meinetwegen, wenn sie dann in der Schule waren und das da gemacht haben, was um 20 Uhr eigentlich unrealistisch ist, also sollte das irgendwie schon zu Hause gewesen sein, einfach sagen, okay, du kannst den Kanal einfach gar nicht mehr finden. Punkt. Egal wie viel neue Accounts du dir erstellst, diese IPs halt gesperrt für den Kanal. Das würde ich mir tatsächlich wünschen. Und dann hast du das Problem von diesen, um nochmal auf unser Dislike-Problem zurückzukommen. Wenn es tatsächlich Leute sind, die dann 20, 30 Accounts sich erstellen, nur um dich zu disliken, das Problem hast du dann ja auch gar nicht mehr. Weil, naja, die finden den Content halt nicht. Ne? 2 Fragen, wie lange soll dieser Block sein, dieser IP-Block? Das weiß ich nicht. Das Problem ist ja einmal, dass du die ganze Zeit am Wechseln bist. Ja. Und dass du, also gerade wenn du so eine, was sind das, /16 Range, du denkst doch an eine 16er Range, die du wegbannen willst, ne? IPv4, ja. IPv4 16, ja, und davon eine 16er Range, also dass du halt nur die ersten beiden Bytes nimmst. Genau, das Problem ist, das sind ja massive Dinger. Ja, klar. Damit bannst du ja gesamte Stadtviertel teilweise. Ja gut, aber wenn es halt sein muss, dann muss das halt sein. Herrgott. Ja, meinst du, das ist zu grob, dass man halt in Anführungsstrichen nur Straßenzüge bannen sollte oder was? Das ist halt die eine Sache. Ich befürchte, einmal ist es zu grob, weil du dann in die Situation kommst, wenn du halt ein einigermaßen großer Kanal bist mit guten Moderatoren, hast du halt innerhalb von 15 Tagen oder so 3/4 der Welt gebannt einfach. Wenn die halt gut dabei sind und Leute rauswerfen. Und die andere Sache ist, ich glaube, so eine IP-Ban, es geht ja erstmal nur darum, für Wind aus den Segeln nehmen. Ja. Ich glaube, so lebenslange Bans machen nicht. Wir haben das noch nicht weiter analysiert, aber YouTube Gaming haben wir jetzt auf Templates gewechselt für Warnungen, ne? Ja, ist richtig. Für Autowarnungen meinst du jetzt, ne? Ja, genau. Hat sich da irgendwas geändert? Ich glaube nicht, ne? Also, ich habe von keiner einzigen Person gesehen, die mit irgendeiner Rolle, weil wir jetzt Secure-Roles haben, auch wieder mit Rolle zurückgekehrt ist. Ja. Ich hätte kein Problem damit, wenn das wieder auf vorherigen Standards zurückgesetzt wird. Ja, aber wir können es ja auch einfach so lassen. Genau, das ist halt die Sache. Wir haben früher ewige Bans gehabt für einmal Leute, die gespammt haben. Ja. Und effektiv, wir haben jetzt einen 7-Tage-Ban drin und keiner kommt zurück, weil halt die spammige Energie ist weg innerhalb von einer Woche und denen ist halt jetzt auch egal. Ich glaube, wenn du halt so eine Geschichte hast mit, okay, ich bann halt komplett die IP, die genaue IP für einen Tag. Oder vielleicht einen kleineren Block, vielleicht einen 24er Block. Für einen Tag. Ja. Dass man dann halt sagen kann, okay, damit haben wir jetzt nicht so ewig viel Kollateralschaden. Die Kinder haben Zeit runterzukommen und sich über andere Dinge denen nachzugehen. Und dann ist alles wieder zurück auf normal. Und was halt Nutzer, die davon nicht betroffen sind, oder andersrum, was die Leute, die halt diesen IP-Ban auch mit abkriegen, sehen, ist einfach, du kannst diesen Kanal nicht sehen aufgrund von verdächtigem Traffic aus deinem Netzwerk. Und dann weißt du, okay, heute ist Pause und keine Ahnung, vielleicht fragst du im YouTube-Hilfe-Forum nach und die sagen dir dann, ja, dann... Hast du dich halt daneben benommen, ne? Kann halt passieren. Und ja, genau, Emma, die Stimme aus dem Off. Das ist richtig. Fantastisch. Okay, aber ich glaube, das ist auch schon eine ganz gute Geschichte. Zu was war das denn jetzt eigentlich? War das immer noch zur Transparenz? Wie sind wir denn da jetzt wieder schon drauf gekommen? Mann. Wir sind über SEO drauf gekommen. Ja. Okay, dann lass uns doch da auch mal wieder weitermachen bei SEO.
Genau. Wo wir mit angefangen hatten, war die Geschichte Key Phrases sind yes. Keywords. Und also natürlich ist dann immer die Abwägung, nämlich, also Keyword ist ja immer sehr, sehr speziell. Und wenn du halt einen ganzen Satz nimmst, ne, wie binde ich meine Schnürsenkel, dann hast du auch wieder relativ, also ja, die Chance ist einigermaßen gut, dass jemand genau danach sucht. Aber die Chance ist halt auch ganz gut, dass jemand anderes halt einfach nur Schnürsenkelbinden sucht. Ja. Ne? Und die Frage ist, wie lange willst du jetzt deine Keywords haben? Willst du wirklich diesen ganzen langen Strang haben? Das kann sinnvoll sein. Oder willst du sagen, okay, ich nehme stattdessen eine Key Phrase und die wäre halt Schnürsenkelbinden. Oder vielleicht noch ein Qualifier mehr. Schnürsenkel einfach binden oder Schnürsenkel schnell binden oder so. Dass man basierend darauf dann sich seine SEO aufbaut, zusätzlich zu einem anderen, was halt sowieso gilt. Und eben nicht mehr so hinterher ist, okay, wir haben die Keywords, ne, KW Media macht irgendwas mit YouTube und KW Media macht irgendwas mit Creator und Hilfe und also dass du halt wirklich random Worte hintereinander setzt, sondern dass du stattdessen auf Keyphrases gehst und nur auf Keyphrases. Ja. Und so intuitiv, unterbewusst hatte ich das irgendwie schon durchaus mitgekriegt, weil ansonsten fehlt halt Kontext. Ja, richtig. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem Kapitel ins Spiel kommen. Weil ich glaube nämlich, dass wenn man Content so strukturiert, das Kapitel eine Frage beantworten, dass das unglaublich gut funktionieren kann. Oder auch unglaublich gut funktioniert. Beispiel, wo es halt gut funktioniert und wo tatsächlich der Kontext nicht stimmt, ist bei einem unserer Kunden, die besprechen jeden Tag News zu anderen Firmen. So. Und da ist es tatsächlich der Fall, dass einfach nur random, also immer ein Timecode und der Name der Firma da steht. Das funktioniert, weil die Leute nach diesem, ich sag's mal, nach dem Oberthema suchen, plus dem Keyword der Firma und das halt in dem Kapitel eingepflegt ist. Aber ich glaube, dass es auch funktionieren würde, wenn es zu jedem dieser Keywords ein Highlight geben würde. Die Frage ist halt, ist das praktikabel, wenn du das täglich machst und täglich 40 dieser Headlines dir aus den Rippen saugen müsstest? Ne? Das ist dann immer so die Frage, wie viel Zeit möchtest du in SEO verwenden? Oder wie viel Zeit möchtest du in SEO reinstecken? Bei täglichen Sachen würde ich grundsätzlich nicht SEOen wollen, so spontan. Prinzipiell doch, möchtest du. Du möchtest ja, dass du gefunden wirst. Also du möchtest ja nicht darauf vertrauen, dass Leute deinen täglichen Stuff gucken, weil sie halt dich immer gucken, weil du kriegst ja so kein Wachstum letztendlich, sondern du musst ja irgendwie gefunden werden. Das ist ein Hub-Content, genau. Genau. Aber der Hub-Content ist auch gleichzeitig der Help-Content in dem Fall. Weil letztendlich ist News ja eine Art von Problemlösung gegen Unwissenheit für den Kunden, sozusagen. News ist eine Art von Problemlösung gegen Unwissenheit. Martin Koitek 2021. Ja, meinetwegen, quote me on that, aber im Endeffekt ist es doch so. Der User hat das Problem, er weiß nicht über XYZ Bescheid, also guckt er sich News darüber an, um dieses Problem der Unwissenheit zu lösen. Okay, ja. Aber dann ist halt die Frage, was machst du mit News von gestern? Naja, aber News von gestern, die Frage ist, wann werden sie obsolet? Ja, das ist richtig. Ja. Aber ich glaube, dass selbst dass zumindest in dem Bereich, wo der Kunde unterwegs ist, dass es sinnvoll ist, auf jeden Fall die Dinger auszuheadlinen, anstatt sie einfach nur so darzustellen. Also einfach nur reinzuschreiben, Google, Amazon. Wiederholt sich bei dieser Art News aber auch sehr schnell und wird deiner Meinung nach langweilig. Okay, gut, also Felix, du würdest sagen, also Felix weiß, über welchen Kunden ich rede, deswegen, aber würdest du sagen, tatsächlich ist es sinnvoller, herzugehen und einfach nur den Firmennamen dahin zu schreiben? Also ich meine, klar, natürlich spart es auf der einen Seite Zeit und ich sag's mal, in Anführungsstrichen Creative Power, indem du halt dir nicht da 40 Überschriften aus den Rippen saugen musst. Aber glaubst du, das ist sinnvoll oder ist es sinnvoll zu sagen, vielleicht
bricht man dieses Format auch einfach weiter auf und sagt dann halt, okay, anstatt dass wir jetzt einen 40-minütigen Livestream haben mit 40 verschiedenen Werten, gehen wir halt her und machen 3 Werte aus dem gleichen Genre, die wir irgendwie miteinander vergleichen und keyphrasen die vernünftig und brechen das halt auf. Aus diesen 40-Minuten-Blocks machen wir halt 5-Minuten-Blocks oder so. Weil das könnte ich mir halt auch super gut vorstellen. Ne? Aber dann. Ich sag mal so, sollte man mal ausprobieren. Ja, habe ich schon vorgeschlagen, wollen sie nicht. Ja, das dachte ich mir. Weil aber wenn du denen dann vorschlägst, ja, ist doch eure Keyphrasen, die sagen, ja, so 40 Stück, das ist ja viel zu viel Arbeit. Dann ja, aber andersrum ist es halt, statt einem Video 40 Videos, lass es nicht 40 sein, aber lass es meinetwegen 20 Videos sein, daraus zu machen, ist halt auch wesentlich mehr Arbeit. Weil jedes dieser... Vorschlag, 20 Videos ist doch Schwachsinn. Dass du halt sagst, okay, wir haben unser tägliche Übersicht mit 40 und zusätzlich haben wir noch ein 3-Minuten-Video oder 5-Minuten-Video Deep Dive in dieses eine bestimmte Thema mit den Firmen. Okay, also praktisch das, wo du meinst, dass am meisten Klicks mit generiert werden können. Richtig. Und was du noch nicht hattest, wo du den Hintergrund noch nicht weiter beleuchtet hattest. Ja, okay. All solche Fragen. Und du musst auch nicht tief den Hintergrund haben. Es reicht ja, wenn du dann halt sagst, so, ja, Google macht dies und das und jenes, hat gerade Probleme, weil Monopolzeugs, mal gucken. Ja, ich finde auch sehr schön, dass das gerade geklippt wurde. Nice. Das werden wir dann auch auf dem KW Media Twitter-Account teilen. Ich werd dich auch verlinken, Felix. Keine Sorge. Wobei, es sollte eigentlich sogar dabei stehen, wer es geklippt hat, ne? Es steht dabei, genau. Fantastisch. Meinst also ein sinnvolles Feature? Ja, aber ich würde die Clips gerne als Viewer sehen, weißt du? Wie meinst du das? Also ja, wenn ich selbst einen Clip gemacht habe, also ich da Ja. meine Clips in der Übersicht, wenn ich aber jetzt ein Wort habe, von Livestream-Wort. Okay, das ist so praktisch, es gibt ja mittlerweile unter dem Livestream dann diese entweder Autokapitel oder normale Kapitel und dass man dann daher geht und sagt, okay, separater Tab davon, das sind die Kapitel und das sind die Clips, die zu diesem Ding existieren. Richtig. Wie machst du das, wenn mehrere User Clips an der gleichen Stelle machen? Dann zeigst du beide an und sortierst sie nach, wer auf mehr oder Twitch hat das ja auch schon gelöst. Fair, ja. Also das kannst du dann auch algorithmisch sortieren oder so. Musst du aber, glaube ich, nochmal neu machen. In deinem Clip fehlt das Ende. Ja, dann auf. Jetzt, die VR ist aktiviert. Ihr könnt jederzeit zurückspulen. No, just saying. Wir warten auf euch. Eben. Ja, ne, dann kurze Pinkelpause. Hervorragend. Nee, ja, der Algorithmus. Der böse Algorithmus. Die da oben, die unterdrücken uns. Der Content wird einfach nicht vorgeschlagen. Ja, oder euer Content ist einfach scheiße. Es tut mir leid, dass ich da immer so dark werde so schnell, aber im Endeffekt, ihr wisst doch selber, woran es liegt. Ja, also wir brauchen da uns alle nichts in die Tasche lügen. Also ich weiß zum Beispiel bei meinem Content, ich habe einen unglaublich schlechten Anfang und überhaupt keinen roten Faden. Wenn ich... Speaking of which, roter Faden halt. Ja, ja doch, so ein bisschen, also... Wir haben diesem roten Faden haben sie schon mal Goodbye gesagt, 2-mal mindestens. Ja, das ist richtig. Wir machen dann immer so Schlaufen drin. Ja, genau. Ich glaube, das wird Bärbel dann hinterher gefallen, weil Schlaufen machen ist ja beim Häkeln. Nee, speaking of which, Algorithmus. User Happiness, haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Ist, glaube ich, nach wie vor so das Key oder die Key-Metric, auf die man sich fokussieren sollte. Für die Leute, die unsere Vorlesung besucht haben, die wissen das natürlich. Jetzt können wir ja nochmal. Sind da welche bei? Emma. Ja, okay. Wobei, Emma war nur bei Kanalmanagement 1 dabei, ne? Nur bei der ersten. Ja. Aber, wobei, da haben wir doch über Formate gesprochen, oder nicht? Aber nicht über so. Ja, ist okay. Nee, prinzipiell Dauerwerbesendung übrigens. Ihr könnt uns praktisch alle halbe Jahr in
Fachhochschulen unserer Wahl sehen und unseren tollen Vorträgen zu YouTube lauschen. Just saying. Ne? Vielleicht, hey, wenn wir irgendwann auf dem Café Media Kanal Member-Only-Content haben, das wäre doch was. Dass wir den Kram als Webinar anbieten. Richtig. Oh nein! Sorry, nein, ich nehme alles zurück. Ich will keine Webinare. Nein! Da kam auch ein bisschen Kotzen gerade mit hoch, sorry. Ja, oh Gott. Fantastisch. I love it. Oh, Jetzt hast du es heraufbeschworen. Nee, aber jetzt mal wirklich Algorithmus. Für User Happiness ist halt natürlich wichtig, einerseits interagieren Leute mit eurem Content. Ja? Das schließt natürlich ein, erstellen Sie Clips, kommentieren Sie, chatten Sie in Chats, laden Sie Dinge runter, um sich das offline anzugucken. Ne? Speaking of YouTube Premium an der Stelle. Liken Sie, und teilen Sie das irgendwo und so weiter und so fort. Das sind natürlich alles Metriken, die da mit reinspielen. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist natürlich auch die Session Time. Also Session Time im Sinne von, guckt sich der User danach weitere Videos auf YouTube an. Und das muss nicht unbedingt auf deinem Kanal sein, das kann ja auch irgendwo anders sein. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig auch, wenn da entsprechend die Zahl relativ hoch ist, dass YouTube denkt, okay, das ist meinetwegen eine gute Einstiegsdroge für eine längere Session auf YouTube, die spülen wir mal weiter raus und gucken mal, dass möglichst viele Leute möglichst lange auf unserer Plattform bleiben. Weil wenn der User glücklich ist, sind wir glücklich, weil der User bleibt länger bei uns. Das ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Ne? Ja, ich glaube, dass wir einfach den Bogen mittlerweile so weit gemacht haben, dass nein. Uff. Dass YouTube tatsächlich guten Content belohnt. Damit. Bevor wir jetzt da dieses Ding weiter exploren, kann man hier keine Clips machen, aber selbstverständlich kannst du hier Clips machen. Also vielleicht musst du einfach die Seite neu laden, das kann natürlich auch sein. Aber Felix hat es bereits geschafft und wenn Felix das geschafft hat, glaube ich auch daran, dass du das schaffst. Ne? Gut. Bearbeitbare Clips, das wäre was. Du meinst so Clips, die man als Creator sieht und auch runterladen kann? Das wäre ja unglaublich insane. So. Genau. Nee, lass uns aber trotzdem nochmal auf die Idee zurückkommen. Belohnt YouTube guten Content? Aktuell. Ich sehe auf jeden Fall immer wieder so random Content von vor irgendwie, also der Algorithmus hat uns hergebracht von vor 10, 11, 12 Jahren oder so. Ja. 6, also hat irgendwie Sachen, das ist halt schon solides, virales Video meistens. Ja. Was aber erst viele Jahre später plötzlich viral wird. Ja. Ich glaube, das ist früher weniger oft passiert, oder? Ich glaube auch. Oder als Creator den Zeitstempel anpassen, so plus minus ein paar Sekunden oder Titel. Ja, also das war jetzt so bearbeitbare Clips. I see, Reload hat's gebracht. Ja, 90% aller Bugs auf YouTube lassen sich mit Steuerung F5 fixen. Yep. Das klingt zwar doof, aber es funktioniert. Das ist übrigens auch, wenn ihr irgendwann mal ein Problem im Creator Studio habt. Bevor ihr euch aufregt, einfach mal Steuerung F5 drücken. Und wenn ihr tatsächlich mal Google Ads benutzt, wird das noch viel mehr der Fall sein, weil da müsst ihr praktisch, nachdem ihr irgendwo anders hin navigiert seid, immer Steuerung F5 drücken. Das ist dann so, wie wenn man Adobe Premiere benutzt. Da drückt man auch andauernd Steuerung S, damit man auch wirklich alles gespeichert hat. Magic. Es ist wirklich so. Also Neugeborenes Opfern hilft natürlich auch, um den Maschinengott gnädig zu stimmen. Aber prinzipiell... Für 30 Minuten. Genau. Da sind wir schon drüber jetzt. Hervorragend. Ja, also deine Frage war... Wird guter Content aktuell durch den Algorithmus belohnt? Ich
kann dir auf jeden Fall sagen, wir hatten ja vorher, das Paper kennst du auf jeden Fall. Ich kann es dann nochmal in den Chat reinwerfen. Es gibt diese Sache Deep Neural Network for YouTube Recommendations. Ja, den kenne ich. Aber den kannst du gerne auch nochmal reinposten? Kann ich den reinposten oder werden Links zu PDFs geblockt? Wir werden es rausfinden. Du bist Moderator? Ja, aber werden die trotzdem rausgeblockt? Ich habe es auf jeden Fall gerade reingepostet. Was man da aber machen kann, ist angekommen. Okay, gut. Da habt ihr Figur, was ist das? Figur 4 auf Seite, keine Ahnung, irgendwie der 3. oder so. Einen Moment. Ich bin doch vorbereitet. Zack. Ja. Machen wir mal nur groß. Was? 3. Seite? Genau, das ist so ein Graph, ne? Ja, der ist ins Upload. Genau, und was sie da gezeigt haben, ist, dass deren neurales Modell, beziehungsweise deren Baseline-Modell, fängt halt nur an, Sachen vorzuschlagen, die älter sind. Weil, also das ist ja so, bei neuralen Netzwerken, die lernen über Zeit und das heißt, wenn Sachen dann gelernt sind, sind sie inhärent besser. Tatsächlich ist wenn ein Video hochgeladen wird, kriegt es natürlich am Anfang viele Views bei Abonnenten und so ein Krams. Insbesondere in der ersten Woche. Und sie haben dann ihren Algorithmus für die Recommendations so getweakt, dass er neue Videos dann natürlich, wie man hier sieht, besser bewertet. Und dieses Paper ist von 2016. Ja. Und ich weiß, dass in dieser Zeit Videos rausgebracht wurden. Aber du meinst jetzt nicht das Veritasium-Video mit den schwarzen Ballons, das einmal im Jahr in den Trends ist, oder? War das? Wo er sagte irgendwie, ja, warum YouTube früher Dingens besser rewarded hat? Warum YouTube Qualität? Wie heißt denn das Titel? Why YouTube used to prefer quality. Wurde hochgeladen an 2017. Also passt genau rein. Ja. Das sind aber keine Ballons dran, oder? Nein. Das ist tatsächlich ein Video, was aber von ihm immer wieder auftaucht. Weil es halt immer wieder... Diese schwarzen Dinger. Ja, genau. Warum man da schwarze Ballons nimmt oder schwarze Bälle nimmt statt irgendwas anderes und warum das trotz 40 Grad im Schatten und wolkenlos eine sinnvolle Idee ist, schwarze Ballons zu nehmen. Also genau. Irgendwie sowas, genau, ja. Ja, also diese Geschichte ist, das wird von ihm immer wieder gemacht, aber er hat in der gleichen Zeit vor 4 Jahren auch ein Video hochgeladen, wo er sagt, why YouTube used to prefer quality. Und ich glaube, er zitiert sogar dieses Paper. Ich schalte mal wieder um. Sagt eben, früher hat YouTube früher waren halt die Sachen mit den meisten Views oft vorgeschlagen. Und heute es ist halt gewichtet nach neuen Videos und dementsprechend kommen neue Videos immer. So, das war vor 4 Jahren und ich glaube, dass YouTube das gefixt hat. Meinst du? Ja. Okay. Dass YouTube ihre Algorithmen so weit angepasst hat, dass sie nicht mehr einen inhärenten Bias jetzt auf neue Videos haben, sondern dass sie auch, ich glaube, dass sie sowas wie lokale Velocity nehmen. Ja. Das heißt, wenn ein altes Video jetzt über die letzten 2 Wochen auf einmal mehr Views gekriegt hat, oder halt wahrscheinlich Watchtime, halt richtig geil Watchtime und richtig geil User Happiness generiert hat, dass sie dann sagen, okay, Moment mal, dieses alte Video, da könnte doch dran sein. Wir schlagen das mal dem Kollegen vor, der quasi der Zwilling ist von dem anderen, weil wir wissen ja, wie sich die Leute verhalten und so weiter und so fort. Mal gucken, ob der es auch mag und wenn dann halt dass das dann snowboard, genau. Ja. Ich glaube, dass jetzt so ein Mechanismus drin ist. Aber das wird ja im Endeffekt bedeuten, dass YouTube trotzdem nach User Happiness bewertet. So, und User Happiness die User Happiness skaliert ja im Endeffekt mit Qualität des Videos. So ein qualitativ gutes Video, das halt auch
ich sag's mal, vom Pacing gut ist und generell auch gut ankommt, Mhm. wird ja auch eine entsprechende User-Happiness mit sich bringen. Ja. Würdest du... Wir haben jetzt ja, würde ich zustimmen. Mhm. Wir dürfen halt nur nicht zu sehr drüber nachdenken, was jetzt ein qualitativ gutes Video ist. Wir müssen einfach akzeptieren, dass ein qualitativ gutes Video messbar ist und auf jeden Fall, dass der Nutzer daran Spaß hat, ein qualitativ gutes Video zu gucken. Ja. Ich meine, es gibt... Ja... Okay, Denk ja, drüber nach. Wenn du ja, drüber nachdenkst, ich... stellst du fest, dass das macht Sinn, wenn es dir erstmal so auf der Oberfläche anguckst. Aber im Prinzip ist das ein großes Sieb und du kannst, wenn du willst, einfach durchpoken und ganz, ganz schnell ganz tief philosophisch werden. Und das wollen wir, glaube ich, heute mal nicht tun. Ja. Ich sag nur Waffle Falling Over. Ne? Es ist natürlich ein qualitativ gutes Video. Offensichtlich, weil es macht User happy. Oder generell, jedes Katzenvideo ist ein gutes, qualitatives Video. Was macht User happy? Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Aber prinzipiell, ja, okay, gut. Vielleicht muss man das mit dem qualitativ hochwertigen Content nochmal umphrasen und sagen, dass, aber dann sind wir generell bei der Ausgangsprämisse, dass YouTube Videos, die User happy machen, promotet. So. Ja. Also, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja. Guti. So viel zum Thema Algorithmus. Habt ihr noch Fragen zum Algorithmus? Ja, ich würde auch ich sagen, mein- wir sind so langsam in Richtung Schluss, ne? Ja, so ein bisschen können wir noch. Oder? Wie haben wir dann? Häufige Fehler fehlen noch. Falls nötig. Falls wir über häufige Fehler reden müssen. Ich weiß nicht, ob wir über häufige Fehler reden müssen. Ja, also müssen tun wir überhaupt nichts. Ne? Ich weiß nicht, gibt es denn noch Redebedarf? Habt ihr noch was? Vielleicht hat Felix ja noch was. Oder der gute Herr Bomelli. Oder wer auch sonst noch so lurkt im Chat. Vielleicht Cupcake Cat. Ich glaube, Cupcake Cat ist weniger auf Creator-Seite unterwegs, ist mehr auf User-Seite. Ich würde sagen, also halt die Idee hinter, was User oft falsch machen, wäre dann halt so, okay, vielleicht haben wir was uns eben oft auffällt. Ich glaube aber, das ist eine Sache für... Können wir mal ein anderes Video nochmal drüber sprechen? Das können wir mal anders machen. Ich glaube, das wäre vielleicht auch... Wir wollten mal wieder Channel-Reviews machen, ne? Ah, Aber ich will da irgendwie das Format verändern, weil Channel Review, du kannst halt einen Kanal sonst immer, bist du halt, okay, Thumbnails sieht scheiße aus, dein SEO ist scheiße, dein Impressum fehlt und tschüss. Das kannst du halt so schnell abklappern, ja, gerade ist wenn du richtig. viele Leute hast. Du meinst also, man könnte das so effizient machen, dass man daraus Fiverr-Dinger machen kann? Das auch. Nee. Was ich meine ist, dass so ein Format auf YouTube es ist halt sehr repetitiv. Also für einen einzelnen Menschen ist Ja. halt immer schön, das zu hören, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da nimmt keiner was von mit. Nee, natürlich nicht. Also die Leute, die an sowas teilnehmen, nehmen da auch nur daran teil, weil sie sich erhoffen, dass dadurch irgendwie 5 Leute mehr auf ihren Kanal aufmerksam werden und sie hoffen, dass einer der anderen Klempner auch Kunde bei ihnen wird. Genau. Und Genau. ich würde gerne, wenn das irgendwie geht, ein Format in diese Richtung machen, wo halt die Leute zugucken und was lernen. Da hat Felix tatsächlich gerade was gesagt. Channel Reviews als Shorts. Weil ich glaube, in 60 Sekunden kannst du einen Channel... Also natürlich Kriegst du hin. die Vorbereitung dafür ist natürlich etwas höher, aber ich glaube, den Content kannst du so fast-paced machen, dass du in 60 Sekunden mit einem Channel durch bist. Dann ist natürlich aber auch immer die Frage, wie viel von dem Content darfst du zeigen? Gibt es irgendwelche Idioten, die dann Musik verwenden, die du eigentlich nicht zeigen darfst und so weiter und so Du fort? machst einen Shot, das kannst du herausfinden. Du kannst einfach das komplette Audio rausschmeißen und einfach eigenes Audio reinbauen. Ja, oder das auch, ja. So. Also ich glaube, dass Copyright ist nicht das große Problem. Und Copyright ist nur das Problem, wenn du das Ding live machst. Dann Genau. kannst du damit in Teufelsküche kommen, ja.
Jetzt gerade war nochmal die Frage, eine genauere Auflistung der URLs bei den Traffic Sources. Rechnung für die Idee kriegst du nachher. Ach so, die genauen Seiten nicht gemeint. Kannst du eigentlich, das habe ich jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr aktiv, aber kannst du nicht sogar Google Analytics mit YouTube verbinden? Nicht mehr. Siehst du das dann Nein, das wurde Nicht mehr. eingestellt. Das wurde eingestellt. Okay, nevermind. Okay, dann habe ich auch, dann gibt's das nicht und YouTube sagt, das gibt's aus gutem Grund nicht, bestimmt. Nö, die wollen halt nicht sich zu sehr in die Karten gucken lassen, nicht? Also, ich glaube nicht mal, dass du mit der Data API da dran kommst. Nee, wenn es nicht mit Studie gezeigt wird, dann wird es so nicht gezeigt. Ja. Google Analytics ist die Channel Page. What the fuck? Wen interessiert. Oh mein Gott. Wisst ihr noch damals? Channel Pages sind tot. Channel Views? Channel Views? Da wo alle Leute. Eieiei. Channels 2.0. Was eine Zeit. Also, ich möchte ja nicht sagen, Channels sind tot, aber Channel Pages machen bei mir 1,1% der Views aus, aktuell. Ja, aber ich meine, das war mal. Die Idee von Channels 2.0 war also für YouTube eine schlechte, aber ich fand die so geil. Was meinst du jetzt? Weil halt auf Channel 2.0 hattest du den gesamten Kanal auf deiner Kanalseite. Das heißt, du konntest, das war zu einer Zeit, als so Sachen, wo du halt mit Ajax Sachen halt direkt fresh neu lädst. Das gab es damals noch nicht so wirklich. Das ist da passiert. Das heißt, da konntest du hattest halt deine Kanalkommentare drin. Ja. Auf der Seite, die du dir hoch oder runter platzieren konntest und wo auch immer hin. Du hattest einen Videoplayer und dieser Videoplayer konnte alles abspielen, was du jemals hochgeladen hattest. Sowohl aus Playlists, sowohl aus allem. Und du konntest auch auf dem Video direkt kommentieren und es direkt liken und direkt mit dem Video interagieren. Das heißt, du musstest diesen Kanal nie verlassen. Das ist ziemlich grandios, wenn man nur einen Kanal gucken möchte. Richtig. Und es war, weil halt Channel 2.0 Desktop-only war, hat es nicht funktioniert für irgendwas, was eine andere Breite hatte als, ich glaube, 1080p, beziehungsweise so groß, wie du halt ein Hintergrundbild mit so Megabyte hochladen kannst. Ne? Apropos, war das auch die gleiche Zeit, wo man GIFs als Hintergrundbilder und Kanalbanner und Profil anstellen Nein. Was du damals hattest, waren Image Maps. Das heißt, du konntest einen Kanal-Banner haben und da konntest du random Dinge drin verlinken. So, dass du halt clickable Elemente hattest. Aber auch nur für Partner und darum waren damals die MCNs so geil, weil damit hattest du halt dieses Feature und alle anderen hatten es nicht, Edge. Wusstest du übrigens, dass bei... Die GIFs wurden abgestellt, die waren einfach nur als Fehler drin, während der Google Plus Geschichte. Fantastisch. Da konntest du GIFs hochladen und die wurden auch abgespielt und irgendwann hat YouTube gesagt, ach du Scheiße, und dann konntest du das nicht mehr machen. Wusstest du, dass mittlerweile auf Instagram jeder einen Linksticker hat, dass man nicht mehr dafür verified sein muss? Jeder kann jetzt in Stories Dinge verlinken. Wo du vorhin von verlinkbaren Dingen gesprochen hattest. Früher musstest du, oder was heißt früher, das ist gar nicht mal so lange her, du musstest Instagram verified sein, also einen blauen Haken haben, um diese Swipe-Up-Funktion zu haben. Und das kannst du mittlerweile mit einem einfachen Link-Sticker machen. Martin. Ja. Ich habe in meinem Leben noch nie Instagram verwendet und noch nie Instagram auf dem Mobile verwendet. Ich habe keinen Plan, von was du da gerade redest. Alles gut. Es ist, weißt du was, du hast auch nichts verpasst. Du hast dir sehr, sehr viel schlechte Laune erspart. Was? Das machst du seit Wochen? Was machst du seit Wochen? Linksticker verwenden, nehme ich an. Linksticker verwenden? Oder einfach hochswipen, keine Ahnung. Ja, vielleicht ja auch Image-Maps verwenden und die dann aber nicht mehr funktionieren, weil das schon seit langem nicht mehr funktioniert. Gut hier. Fantastisch. Aber gut. Oh mein Gott. Ich bin gerade auf Nostalgie. Erinnert ihr euch an Channels 300 Cosmic Panda? Schon mal gehört, ja. Das war ein Designtrend, dankenswerterweise kurzlebig. Warum sollst du flache Farben haben, wenn du stattdessen so gesprenkelte Farben haben kannst?
Ja. Und alle Webseiten zu der Zeit, auch also Twitter und alles, hatten diese Idee, okay, wir haben so, statt knallweiß haben wir so grau gesprenkelt. Überall als Hintergrundfarbe. Und es ist so furchtbar gewesen, aber es ist irgendwie auch so awesome gewesen. Also, dass die gesamte Corporate Design World sich hingesetzt hat und zusammen entschieden haben, grau gesprenkelt, so sollen unsere Seiten aussehen. Ich finde ja generell Corporate Design ist ja auch immer so eine ganz faszinierende Geschichte. Wo sind wir eigentlich mittlerweile angekommen bei YouTube? Es sind nicht mehr diese sehr, sehr unförmigen Menschen mit komischen Bubble-Armen, ne? Da sind wir mittlerweile Die raus. unförmigen Menschen mit Bubble-Armen sind zumindest nicht mehr super prominent. Ja. Was wir halt jetzt haben, ist diese pseudo-handgezeichnete Form und Farben und insbesondere Wavy. Ja. Also Form aufgebaut aus Formen, die nicht ganz direkt geometrisch perfekt sind, sondern halt irgendwie angewabbelt sind, dass sie irgendwie handgezeichnet aussehen und Formen, die aus Formen ausgebaut sind. Das heißt irgendwie ein Dreieck, das aus Punkten aufgebaut ist oder ein Quadrat, das aus Dreiecken aufgebaut ist. Also dass man halt so Raster-Dinge Nee. Wenn Google ein Design umsetzt, ist das ja schon quasi 50% des Internets. Das stimmt. Ich habe mir übrigens noch schnell von Material Design Icons einen Dislike-Button runtergeladen. Wer weiß, wann der verschwindet. Speaking of Design. Vielleicht braucht man ihn ja nochmal. Du kannst nehmen und rotieren, du Nase. Nein, das geht nicht. Das funktioniert so nicht. Das ist jetzt so einfach. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, gut. Nee, aber pass auf. Wir haben jetzt 22 Uhr. Haben jetzt 1/3 Stunde gequatscht. Ich glaube, wir sind ganz gut durchgekommen mit dem, was wir uns sowieso aufgeschrieben hatten. Und was ihr noch so zwischendurch an Fragen dazu geschrieben hattet. Von daher bedanke ich mich ganz recht herzlich, dass ihr dabei wart. Und ja, überlasse einfach mal Leo das letzte Wort. Ach, der liebe Güte. Ich möchte gerne diesen gedankenswürdigen Tag abschließen mit einem Gedicht. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Fantastisch, fantastisch. Ja, in dem Sinne, gute Nacht. Tüdelü, wir sehen uns Samstag im Patreon Down oder irgendwie auf diesem Kanal. Ihr wisst Bescheid. Tschüss und so.